Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. 13. Gesang. Odysseus, von neuem beschenkt, geht am Abend zu Schiffe, wird schlafend nach Ithaka gebracht und in Phorkys Bucht ausgesetzt. Das heimkehrende Schiff versteinert Poseidon. Odysseus in Götternebel verkennt sein Vaterland. Athene entnebelt ihm Ithaka, verbirgt sein Gut in der Höhle der Nymphen, entwirft der Freier Ermordung und gibt ihm die Gestalt eines bettelnden Greises. Also sprach er, und alle verstummten umher und schwiegen, horchten noch wie entzückt im großen, schattigen Saale. Ihm antwortete drauf Alkinoos wieder und sagte: Da du zu meiner hohen, mit Erz gegründeten Wohnung kamst, so hoff ich, Odysseus, dich sollen doch jetzt von der Heimfahrt keine Stürme verwehn, wie sehr du auch immer geduldet. Aber gehorchet nun, ihr alle, meiner Ermahnung, die ihr beständig allhier in meinem Palaste des roten Ehrenweines genießt und des Sängers Begeisterung anhört. Kleider liegen bereits in der schön geglätteten Lade für den Fremdling, auch Gold von künstlicher Arbeit und andere reiche Geschenke, so viel die phäakischen Fürsten ihm brachten. Lasst uns noch jeden ein groß dreifüßig Geschirr und ein Becken ihm verehren. Wir fordern uns dann vom versammelten Volke wieder Ersatz, denn einen belästigten solche Geschenke. Also sprach er, und allen gefiel die Rede des Königs. Hierauf gingen sie heim, der süßen Ruhe zu pflegen. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, eilten sie alle zum Schiffe mit männerehrendem Erze. Aber die heilige Macht Alkinoos legte das alles, selber das Schiff durchgehend, mit Sorgfalt unter die Bänke, dass es die Ruderer nicht an der Arbeit möchte verhindern. Hierauf gingen sie alle zur Burg und besorgten das Gastmahl. Ihnen versöhnte der König mit einem geopferten Stiere Zeus, den donnerumwölkten Kroniden, der alles beherrschet. Und sie verbrannten die Lenden und feierten das herrliche Gastmahl fröhlichen Muts. Auch sang vor ihnen der göttliche Sänger, unter den Völkern geehrt, Demodokos. Aber Odysseus wandte zur strahlenden Sonn oft ungeduldig sein Haupt auf, dass sie doch unterginge, denn herzlich verlangt ihn zur Heimat. Also sehnt sich ein Pflüger zur Mahlzeit, welcher vom Morgen bis zum Abend die Brache mit rötlichen Stieren geackert. Freudig sieht er, wie sich die leuchtende Sonne hinabsenkt, eilet zur Abendkost, und dem Gehenden wanken die Knie.
Also freute sich jetzt Odysseus der sinkenden Sonne. Schnell begann er darauf zu den rudergeübten Phäaken, aber vor allen wandt er sich gegen den König und sagte: Weit gepriesener Held Alkinoos, mächtigster König, sendet mich jetzt nach geopfertem Trank in Frieden und lebt wohl, denn ich habe nun alles, was meine Seele gewünscht hat, eine sichere Fahrt und werte Geschenke. Die Götter lassen mir alles gedeihn, dass ich unsträflich die Gattin wiederfinde daheim und unbeschädigt die Freunde. Ihr, die ich jetzo verlasse, beglückt noch lange die Weiber eurer Jugend und Kinder. Euch segnen die Götter mit Tugend und mit Heil, und nie heimsuche die Insel ein Unglück. Also sprach er. Es lobten ihn alle Fürsten und rieten, heimzusenden den Gast, weil seine Bitte gerecht war. Aber die heilige Macht Alkinoos sprach zu dem Herold: Mische Wein in dem Kelche Pontonoos, reiche dann allen Männern im Saal umher, dass wir dem Vater Kronion flehn und unseren Gast zu seiner Heimat befördern. Sprach's, und Pontonoos mischte des herzerfreuenden Weines, ging umher und verteilte die vollen Becher. Sie gossen flehend den Göttern des Tranks, die den weiten Himmel bewohnen, jeder von seinem Sitz. Da erhub sich der edle Odysseus, gab in Arethens Hand den schönen doppelten Becher, redete freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte: Lebe beständig wohl, o Königin, bis dich das Alter sanft beschleicht und der Tod, die allen Menschen bevorstehn. Jetzo scheid ich von dir. Sei glücklich in diesem Palaste, samt den Kindern, dem Volk und Alkinoos, deinem Gemahle. Eilend ging nun der Held Odysseus über die Schwelle, und die heilige Macht Alkinoos sandte den Herold, ihn zu dem rüstigen Schiff ans Meergestade zu führen. Auch die Königin ließ ihn von 3 Jungfrauen begleiten. Eine trug ihm den schön gewaschenen Mantel und Leibrock. Diese sandte sie mit, die zierliche Lade zu bringen. Jene folgte dem Zuge mit Speis und rötlichem Weine. Als sie jetzo das Schiff und des Meeres Ufer erreichten, nahmen eilig von ihnen die edlen Geleiter Odysseus alles, auch Speis und Trank, und legten es nieder im Schiffe, betteten jetzt für Odysseus ein Polster und leinenen Teppich auf dem Hinterverdeck des hohlen Schiffes, damit er ruhig schliefe. Dann stieg er hinein und legte sich schweigend auf sein Lager. Nun setzten sich alle hin auf die Bänke nach der Ordnung und lösten das Seil vom durchlöcherten Steine, beugten sich vor und zurück
und schlugen das Meer mit dem Ruder. Und ein sanfter Schlaf bedeckte die Augen Odysseus, unerwecklich und süß und fast dem Tode zu gleichen, wie wenn auf ebener Bahn 4 gleichgespannete Hengste alle zugleich hinstürzen, umschwirrt von der treibenden Geißel, hoch sich erhebend und hurtig zum Ziele des Laufes gelangen. Also erhob sich das Steuer des Schiffs, und es rollte von hinten, dunkel und groß, die Woge des laut aufrauschenden Meeres. Schnell und sicheren Laufes enteilten sie, selber kein Habicht hätte sie eingeholt, der geschwindeste unter den Vögeln. Also durcheilte der schneidende Kiel die Fluten des Meeres, heimwärts tragend den Mann, an Weisheit ähnlich den Göttern. Ach, er hatte so viel unnennbare Leiden erduldet, da er die Schlachten der Männer und tobende Fluten durchkämpfte, und nun schlief er so ruhig und alle sein Leiden vergessend. Als nun östlich der Stern mit funkelndem Schimmer emporstieg, welcher das kommende Licht der Morgenröte verkündet, schwebten sie nahe der Insel im Meer durchwallenden Schiffe. Phorkys, dem Greise des Meers, ist eine der Buchten geheiligt, gegen der Ithaker Stadt, wo 2 vorragende, schroffe Felsenspitzen der Reede sich an der Mündung begegnen. Diese zwingen die Flut, die der Sturm laut brausend heranwälzt, draußen zurück. Inwendig am stillen Ufer des Hafens ruhen unangebunden die schön gebordeten Schiffe. Oben grünt am Gestad ein weit umschattender Ölbaum. Eine Grotte nicht fern von dem Ölbaum, lieblich und dunkel, ist den Nymphen geweiht, die man Najaden benennet. Steinerne Krüge stehn und 2 gehenkelte Urnen innerhalb, und Bienen bereiten drinnen ihr Honig. Aber die Nymphen weben auf langen, steinernen Stühlen Feiergewande mit Purpur gefärbt, ein Wunder zu schauen. Unversiegende Quellen durchströmen sie. 2 sind der Pforten, eine gen Mitternacht, durch welche die Menschen hinabgehen, mittagswärts die andre geheiligte. Diese durchwandelt nie ein sterblicher Mensch, sie ist der unsterblichen Eingang. Jene lenkten hinein, denn sie kannten den Hafen schon vormals. Siehe, da eilte das Schiff bis an die Hälfte des Kieles, stürmend ans Land, so stark war der Schwung von der Ruderer Händen. Und sie stiegen vom Schiffe mit zierlichen Bänken ans Ufer, hoben zuerst Odysseus vom Hinterverdecke des Schiffes, samt dem leinenen Teppich und schönen purpurnen Polster, und dann legten sie ihn
wie er schlummerte, nieder im Sande. Und sie enthoben das Gut, das die edlen Phäaken beim Abschied ihm geschenkt durch Fügung der mutigen Pallas Athene. Dieses legten sie alles zuhauf am Stamme des Ölbaums, außer dem Wege, dass kein vorübergehender Wanderer heimlich zu rauben käme, bevor Odysseus erwachte. Und nun fuhren sie heim, doch Poseidaon vergaß nicht seiner Drohung, die er dem göttergleichen Odysseus ehmals hatte gedroht. Er forschte den Willen Kronions. Vater Zeus, auf immer ist bei den unsterblichen Göttern meine Ehre dahin, da Sterbliche meiner nicht achten, jene Phäaken, die selbst von meinem Blute gezeugt sind. Sieh, ich vermutet, es sollte nach vielen Leiden Odysseus kommen ins Vaterland, denn gänzlich hätt ich die Heimkehr nimmer gewährt, da dein allmächtiger Wink sie verheißen. Und sie bringen im Schlaf ihn über die Wogen und setzen ihn in Ithaka aus und geben ihm teure Geschenke, Erzes und Goldes die Meng und schön gewebete Kleider, mehr als Odysseus je aus Ilion hätte geführet, wär er auch ohne Schaden mit seiner Beute gekommen. Ihm antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion: Welche Red entfiel dir, du erderschütternder König? Nimmer verachten dich die Götter. Vermessene Kühnheit wär es, den ältesten, mächtigsten Gott mit Verachtung zu reizen. Weigert sich aber ein Mensch, durch Kraft und Stärke verleitet, dich, wie er soll, zu ehren, so bleibt dir ja immer die Rache. Tue jetzt, wie du willst und deinem Herzen gelüstet. Drauf erwiderte jenem der Erderschütterer Poseidon: Gerne vollendet ich gleich, schwarzwolkichter, was du gestattest, aber ich fürchte mich stets vor deinem eifernden Zorne. Jetzo will ich das schön gezimmerte Schiff der Phäaken, das vom Geleiten kehrt, im dunkel wogenden Meere plötzlich verderben, damit sie sich scheuen und die Männergeleitung lassen, und rings um die Stadt will ich ein hohes Gebirg ziehen. Ihm antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion: Teuerster, dieser Rat scheint meinem Sinne der beste. Wann die Bürger der Stadt dem näher rudernden Schiffe alle entgegenschauen, dann verwandel es nahe dem Ufer zum schiffsähnlichen Fels, dass alle Menschen dem Wunder staunen, und rings um die Stadt magst du ein hohes Gebirg ziehen. Als er solches vernommen, der Erderschütterer Poseidon, ging er gen Scheria hin, dem Lande der stolzen Phäaken. Allda harrt er, und bald kam nahe dem Ufer das schnelle, meerdurchgleitende Schiff.
Da nahte sich Poseidaon, schlug es mit flacher Hand, und siehe, plötzlich versteinert wurzelt es fest am Boden des Meers. Drauf ging er von dannen. Aber am Ufer besprachen mit schnell geflügelten Worten sich die Phäaken, die Führer der lang beruderten Schiffe. Einer wendete sich zu seinem Nachbar und sagte: Wehe, wer hemmt im Meere den Lauf des rüstigen Schiffes, welches zur Heimat eilte? Wir sahen es ja völlig mit Augen. Also redeten sie und wussten nicht, was geschehen war. Aber jetzt begann Alkinoos in der Versammlung: Weh mir, es trifft mich jetzo ein längst verkündetes Schicksal. Mir erzählte mein Vater vordem, uns zürne Poseidon, weil wir ohne Gefahr jedweden zu Schiffe geleiten. Dieser würde dereinst ein treffliches Schiff der Phäaken, das vom Geleiten kehrte, im dunkel wogenden Meere plötzlich verderben und rings um die Stadt ein hohes Gebirg ziehen. So weissagte der Greis, das wird nun alles erfüllet. Aber wohlan, gehorcht nun alle meinem Befehle. Lasst die Männergeleitung, woher auch ein Sterblicher komme, unserem Volke zu flehn, und opfert jetzo Poseidon 12 erlesene Stiere. Vielleicht erbarmt er sich unser, dass er nicht rings um die Stadt ein hohes Felsengebirg zieht. Also sprach er, und bange bereiteten jene das Opfer. Also beteten dort zum Meerbeherrscher Poseidon für der Phäaken Stadt die erhabenen Fürsten und Pfleger, stehend um den Altar. Da erwachte der edle Odysseus, ruhend auf dem Boden der lange verlassenen Heimat. Und er erkannte sie nicht, denn eine Göttin umhüllt ihn rings mit dunkler Nacht. Zeus Tochter, Pallas Athene, ihn unkennbar zu machen und alles mit ihm zu besprechen, dass ihn weder sein Weib noch die Freund und Bürger erkennten, bis die üppigen Freier für allen Frevel gebüßet. Alles erschien daher dem rings umschauenden König unter fremder Gestalt: Heerstraßen, schiffbare Häfen, wolkenberührende Felsen und hochgewipfelte Bäume. Jetzo erhub er sich, stand, und da er sein Vaterland ansah, hub er bitterlich an zu weinen und schlug sich die Hüften, beide mit flacher Hand, und sprach mit klagender Stimme: Weh mir, zu welchem Volke bin ich nun wiedergekommen? Sind's unmenschliche Räuber und sittenlose Barbaren oder Diener der Götter und Freunde des heiligen Gastrechts? Wo verberg ich dies viele Gut, und wohin soll ich selber irren? O, wäre doch dies im phäakischen Lande geblieben, und mir hätte dagegen ein anderer mächtiger König
Hilfe gewährt, mich bewirtet und hingesendet zur Heimat. Jetzo weiß ich es weder, wohin zu legen, noch kann ich's hier verlassen, damit es nicht andern werde zur Beute. Ach, so galt denn bei jenen Gerechtigkeit weder noch Weisheit, bei des phäakischen Volkes erhabenen Fürsten und Pflegern, die in ein fremdes Land mich gebracht. Sie versprachen so heilig, mich nach Ithakas Höhen zu führen, und täuschen mich dennoch. Zeus vergelt es ihnen, der leidenden Rächer, der aller Menschen beginnen schaut und alle Sünder bestrafet. Aber ich will doch jetzo die Güter zählen und nachsehen, ob sie mir etwas geraubt, als sie im Schiffe davonflohn. Also sprach er und zählte die Becken und schönen Geschirre mit 3 Füßen, das Gold und die prächtig gewebeten Kleider. Von ihm fehlte kein Stück. Nun weint er sein Vaterland wieder, wankt umher am Ufer des laut aufrauschenden Meeres und wehklagete laut. Da nahte sich Pallas Athene, eingehüllt in Jünglingsgestalt, als Hüter der Herden, zart und lieblich von Wuchs, wie Königskinder einhergehen. Diese trug um die Schulter ein wallendes, feines Gewebe, einen Spieß in der Hand und Sohlen an glänzenden Füßen. Als sie Odysseus erblickte, da freut er sich, ging ihr entgegen, redete freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte: Lieber, weil du zuerst mir an diesem Orte begegnest, sei mir gegrüßt und nahe dich nicht mit feindlichem Herzen, sondern beschütze mich selbst und dieses. Wie einem der Götter fleh ich dir und umfasse die werten Knie voll Demut. Auch verkündige mir aufrichtig, damit ich es wisse, wie benennt ihr das Land, die Stadt und ihre Bewohner? Ist dies eine der Inseln voll sonnenreicher Gebirge oder die meereinlaufende Spitze der fruchtbaren Feste? Ihm antwortete Zeus, blauäugichte Tochter Athene: Fremdling, du bist nicht klug oder ferne von hinnen gebürtig, da du nach diesem Lande mich fragst. Ich dächte, so gänzlich wär es nicht unberühmt, und sicherlich kennen es viele. Alle, die morgenwärts und wo die Sonne sich umdreht, wohnen, oder dahinten gewandt zum nächtlichen Dunkel. Freilich ist es rauh und taugt nicht, Rosse zu tummeln, doch ganz elend auch nicht, wiewohl es an Ebnen ihm mangelt. Reichlich gedeihet bei uns die Frucht des Feldes, und reichlich lohnet der Wein, denn Regen und Tau befruchten das Erdreich. Treffliche Ziegenweiden sind hier, auch Weiden der Rinder, Waldungen jeglicher Art und immer fließende Bäche. Fremdling, Ithakas Ruf ist selbst
nach Troja gekommen, und das, sagen sie, liegt sehr fern vom achaiischen Lande. Also sprach er, da freute der herrliche Dulder Odysseus sich im innersten Herzen des Vaterlandes, das jetzo Pallas Athene ihm nannte, des wetterleuchtenden Tochter. Und er redte sie an und sprach die geflügelten Worte, doch vermied er die Wahrheit mit schlau abweichender Rede, und sein erfindungsreicher Verstand war in steter Bewegung. Ja, von Ithaka hört ich in Kretas weitem Gefilde, ferne jenseits des Meers. Nun komm ich selber mit diesem Gute hierher und ließ den Kindern noch ebenso vieles, als ich entfloh. Ich nahm Idomeneus Sohne das Leben, jenem hurtigen Helden Orsilochos, welcher in Kreta alle geübtesten Läufer an Schnelle der Füße besiegte, denn er wollte mich ganz der troischen Beute berauben, derenthalb ich so viel unnennbare Leiden erduldet, blutige Schlachten der Männer und tobende Fluten durchkämpfend, weil ich seinem Vater zu dienen nimmer gewillfahrt in dem troischen Land und selbst ein Geschwader geführet. Aber mit ehernem Speer erschoss ich ihn, als er vom Felde kam. Ich lauerte versteckt mit einem Gefährten am Wege. Eine düstere Nacht umhüllte den Himmel, und unser nahm kein Sterblicher wahr, und heimlich raubt ich sein Leben. Dennoch, sobald ich jenen mit ehernem Speere getötet, eilt ich ans Ufer des Meers zum Schiffe der stolzen Phöniker, flehte sie an und gewann sie mit einem Teile der Beute, dass sie an Pylos Gestade mich auszusetzen versprachen, oder der göttlichen Elis, die von den Epeiern beherrscht wird. Aber leider, sie trieb die Gewalt des Orkanes von dannen, ihnen zum großen Verdruß, denn sie dachten, mich nicht zu betrügen. Und wir irrten umher und kamen hier in der Nacht an. Mühsam ruderten wir das Schiff in den Hafen, und niemand dachte der Abendkost, so sehr wir auch ihrer bedurften, sondern wir stiegen nur so ans Ufer und legten uns nieder, und ich entschlummerte sanft, ermüdet von langer Arbeit. Jene huben indes mein Gut aus dem Raume des Schiffes, legten es auf dem Sande, wo ich sanft schlummerte, nieder, stiegen dann ein und steuerten der wohlbevölkerten Küste von Sidonia zu. Ich blieb mit traurigem Herzen. Also sprach er, da lächelte Zeus blauäugichte Tochter, streichelt ihn mit der Hand, und schien nun plötzlich ein Mädchen, schön gebildet und groß und klug in künstlicher Arbeit, und sie redet ihn an und sprach die geflügelten Worte. Geist erforderte das und Verschlagenheit, dich an Erfindung jeglicher Art zu besiegen, und käm auch einer der Götter.
überlistiger Schalk, voll unergründlicher Ränke. Also gebrauchst du noch selbst im Vaterlande Verstellung und erdichtete Worte, die du als Knabe schon liebtest. Aber lass uns hievon nicht weiter reden. Wir kennen beide die Kunst. Du bist von allen Menschen der Erste an Verstand und Reden, und ich bin unter den Göttern hochgepriesen an Rat und Weisheit. Aber du kanntest Pallas Athene nicht, Zeus' Tochter, welche beständig unter allen Gefahren dir beistand und dich beschirmte und dir auch die Liebe von allen Phäaken verschaffte. Jetzo komm ich hierher, um dir Anschläge zu geben und zu verbergen das Gut, so viel die edlen Phäaken dir Heimkehrendem schenkten, durch meine Klugheit geleitet, auch zu verkünden, dass deiner im schön gebauten Palaste viele Drangsal noch harrt. Doch du ertrage sie standhaft und entdecke dich keinem der Männer oder der Weiber, dass du von Leiden verfolgt hier ankamst, sondern erdulde schweigend dein trauriges Los und schmiege dich unter die Stolzen. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Schwer, o Göttin, erkennt dich ein Sterblicher, dem du begegnest, sei er auch noch so geübt, denn du nimmst jede Gestalt an. Dennoch weiß ich es wohl, dass du vor Zeiten mir hold warst, als wir Achaier noch die hohe Troja bekriegten. Aber seit wir die Stadt des Priamos niedergerissen und von dannen geschifft und ein Gott die Achaier zerstreuet, hab ich dich nimmer gesehen, Zeus' Tochter, und nimmer vernommen, dass du mein Schiff betratst, mich einer Gefahr zu entreißen, sondern immer im Herzen von 1000 Sorgen verwundet irrt ich umher, bis die Götter sich meines Jammers erbarmten. Außer dass du zuletzt in dem fetten phäakischen Eiland mich durch Worte gestärkt und zu der Stadt mich geführt hast. Jetzo fleh ich dich an bei deinem Vater. Ich fürchte immer, ich sei noch nicht in Ithaka, sondern durch Irre wieder ein anderes Land, und spottend habest du, Göttin, mir dies alles verkündet, um meine Seele zu täuschen. Sage mir, bin ich denn wirklich im lieben Vaterlande? Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene: Stets bewahrest du doch im Herzen jene Gesinnung. Darum kann ich dich auch im Unglück nimmer verlassen, weil du behutsam bist, scharfsinnig und männlichen Herzens. Jeder irrende Mann, der spät heimkehrte, wie freudig wird er zu Hause nun eilen, sein Weib und die Kinder zu sehen. Aber dich kümmert das nicht, zu wissen oder zu fragen, ehe du selber dein Weib geprüft hast, welche beständig so
im Hause sitzt, denn immer schwinden in Jammer ihre Tage dahin und unter Tränen die Nächte. Zwar ich zweifelte nie an der Wahrheit, sondern mein Herz war überzeugt, du kehrtest ohn all Gefährten zur Heimat, aber ich scheuete mich, Poseidon entgegenzukämpfen, meines Vaters Bruder, der dich mit Rache verfolgte, zürnend, weil du das Auge des lieben Sohnes geblendet. Aber damit du mir glaubst, so zeig ich dir Ithakas Lage. Phorkys, dem Greise des Meers, ist dieser Hafen geheiligt. Hier am Gestade grünt der weit umschattende Ölbaum. Dieses ist die große, gewölbete Grotte des Felsens, wo du den Nymphen oft vollkommene Opfer gebracht hast. Jenes hohe Gebirg ist Neritons waldichter Gipfel. Sprach's und zerstreute den Nebel, und hell lag vor ihm die Gegend. Siehe, da freuete sich der edle Dulder Odysseus herzlich des Vaterlandes und küßte die fruchtbare Erde. Und nun fleht er den Nymphen mit aufgehobenen Händen. Zeus, unsterbliche Töchter, ihr hohen Najaden, ich hoffte nimmer, euch wiederzusehen. Seid nun in frommem Gebete mir gegrüßt. Bald bringen wir euch Geschenke wie ehmals, wenn mir anders die Gnade von Zeus siegprangender Tochter jetzo das Leben erhält und den lieben Sohn mir gesegnet. Drauf antwortete Zeus' blauäugichte Tochter Athene: Sei getrost und lass dich diese Gedanken nicht kümmern. Aber wohlan, wir wollen im Winkel der heiligen Grotte gleich verbergen das Gut, damit es in Sicherheit liege, und uns dann beraten, was jetzo das Beste zu tun sei. Also sprach die Göttin und ging in die dämmernde Grotte, heimliche Winkel umher ausspähend. Aber Odysseus brachte das Gut hinein, die schön gewebeten Kleider, Gold und dauerndes Erz, das ihm die Phäaken geschenket, und verbarg es behende. Dann setzte Pallas Athene einen Stein vor die Türe des wetterleuchtenden Tochter. Hierauf setzten sie sich am Stamme des heiligen Ölbaums und beschlossen den Tod der übermütigen Freier. Also redete Zeus' blauäugichte Tochter Athene: Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus, denk itzt nach, wie dein Arm die schamlosen Freier bestrafe, welche nun schon 3 Jahr obwalten in deinem Palaste und dein göttliches Weib mit Brautgeschenken umwerben. Aber mit herzlichen Tränen erwartet sie deine Zurückkunft. Allen verheißt sie Gunst und sendet jedem besonders schmeichelnde Botschaft. Allein im Herzen denkt sie anders. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Wehe mir, ich wäre gewiss wie Atreus Sohn Agamemnon, nun
des schmählichsten Todes in meinem Hause gestorben, hättest du, Göttin, mir nicht umständlich das alles verkündigt. Aber nun gib mir Rat, wie ich die Freier bestrafe. Stehe du selber mir bei und hauche mir Mut und Entschluss ein, wie vordem, da wir Troja, die prächtig getürmte, zerstörten. Stündest du nun so eifrig mir bei, blauäugichte Göttin, siehe, so ging ich getrost 300 Feinden entgegen, heilige Göttin, mit dir, wenn du mir Hilfe gewährtest. Drauf antwortete Zeus, blauäugichte Tochter Athene: Gerne steh ich dir bei, du sollst mein nimmer entbehren, wann wir die Arbeit einst beginnen. Auch hoff ich, es werde mancher mit Blut und Gehirn den weiten Boden besudeln, von der Rotte der Freier, die deine Habe verzehren. Aber damit dich keiner der sterblichen Menschen erkenne, muß einschrumpfen das schöne Fleisch der biegsamen Glieder und das bräunliche Haar vom Haupte verschwinden, ein Kittel dich umhüllen, den jeglicher Mensch mit Ekel betrachte, triefend und blöde seien die anmutstrahlenden Augen, dass du so ungestalt vor allen Freiern erscheinest, deinem Weib und dem Sohne, den du im Hause verließest. Hierauf gehe zuerst dorthin, wo der treffliche Sauhirt deine Schweine hütet, der stets mit Eifer dir anhängt und Telemachos liebt und die züchtige Penelopeia. Sitzend findest du ihn bei der Schweine weidender Herde, nahe bei Korax Felsen am Aretusischen Borne. Allda mästen sie sich mit lieblichen Eicheln und trinken schattiges Wasser, wovon das Fett den Schweinen entblühet. Bleib bei jenem und setze dich hin und frage nach allem. Ich will indes gen Sparta, dem Lande rosiger Mädchen, gehn und deinen Sohn Telemachos rufen, Odysseus, welcher zu Menelaos in Lakedämons Gefilde fuhr, um Kundschaft zu spähen, ob du noch irgendwo lebtest. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Warum sagtest du ihm nicht alles, da du es wusstest, etwa damit auch er in des Meeres wüsten Gewässern Todesgefahren durchirrte, da Fremde sein Eigentum fressen? Drauf antwortete Zeus, blauäugichte Tochter Athene: Sorge für deinen Sohn nicht allzu ängstlich, Odysseus. Ich geleitet ihn selbst, damit er dort in der Fremde Ruhm sich erwirb. Auch sitzt er ohn allen Kummer geruhig in des Atreiden Palast und hat dort volle Genüge. Jünglinge lauern zwar auf ihn im schwärzlichen Schiffe, dass sie ihn töten, bevor er in seine Heimat zurückkehrt, aber ich hoffe das nicht. Erst deckt die Erde noch manchen von der Rotte der Freier,
die deine Habe verzehren. Also sprach die Göttin und rührt ihn sanft mit der Rute. Siehe, da schrumpfte das schöne Fleisch der biegsamen Glieder, und die bräunlichen Haare des Hauptes verschwanden, und ringsum hing an den schlaffen Gliedern die Haut des alternden Greises. Triefend und blöde wurden die anmutstrahlenden Augen. Statt der Gewand umhüllt ihn ein hässlicher Kittel und Leibrock, beide zerlumpt und schmutzig, vom hässlichen Rauche besudelt. Auch bedeckt ihn ein großes Fell des hurtigen Hirsches, kahl von Haaren. Er trug einen Stab und garstigen Ranzen, allenthalben geflickt mit einem geflochtenen Tragband. Also besprachen sie sich und schieden. Pallas Athene ging zu Odysseus Sohn in die göttliche Stadt Lakedämon. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. 14. Gesang. Odysseus, vom Sauhirten Eumaios in die Hütte geführt und mit 2 Ferkeln bewirtet. Seine Versicherung von Odysseus Heimkehr findet nicht Glauben. Er dichtete Erzählung von sich. Die Unterhirten treiben die Schweine vom Felde. Eumaios opfert ein Mastschwein zum Abendschmaus. Stürmische Nacht. Odysseus verschafft sich durch Erdichtung einen Mantel zur Decke, indes Eumaios draußen die Eber bewacht. Aber Odysseus ging den rauen Pfad von dem Hafen über die waldbewachsenen Gebirge hin, wo Athene ihm den trefflichen Hirten bezeichnete, welcher am treusten Haus hielt unter den Knechten des göttergleichen Odysseus. Sitzend fand er ihn jetzt an der Schwelle des Hauses im Hofe, welcher hoch auf weit umschauendem Hügel gebaut war, schön und rings umgehbar und groß. Ihn hatte der Sauhirt selber den Schweinen erbaut, indes sein König entfernt war, ohne Penelopeia und ohne den alten Laertes, von gesammelten Steinen und oben mit Dornen umflochten. Draußen hat er Pfähle von allen Seiten in Menge, dicht aneinander gepflanzt, vom Kern der gespaltenen Eiche. Innerhalb des Gehegs hat er 12 Köfen bereitet, einen nahe dem andern zum nächtlichen Lager der Schweine. 50 lagen in jedem der erdaufwühlenden Schweine, alle gebärende Mütter, und draußen schliefen die Eber, weit geringer an Zahl, denn schmausend verminderten diese täglich die göttlichen Freier. Es sandte jenen der Sauhirt immer die besten zum Schmause von allen gemästeten Ebern, und der übrigen Zahl war nur 360. Auch 4 große Hunde, wie reißende Tiere, bewachten stets den Hof. Sie erzog der männerbeherrschende Sauhirt. Jetzo zerschnitt er des Stiers schönfarbiges Leder und fügte Sohlen um seine Füße. Die untergeordneten Hirten
Hirten hatten sich schon zerstreut. 3 hüteten weidende Schweine, aber der 4. war in die Stadt gesendet, ein Mastschwein hinzuführen, den Zoll für die übermütigen Freier, das beim festlichen Schmaus ihr Herz an dem Fleische sich labte. Plötzlich erblickten Odysseus die wachsam bellenden Hunde, und sie stürzten auf ihn, laut schreiend. Aber Odysseus setzte sich klüglich nieder und legte den Stab aus den Händen. Dennoch hätte er auch dort unwürdige Schmerzen erduldet, aber der Sauhirt lief aus der Türe mit hurtigen Füßen hinter den Bellenden her und warf aus den Händen das Leder. Scheltend verfolgt er die Hund und zerstreute sie hierhin und dorthin mit geworfenen Steinen. Jetzo sprach er zum König: Alter, es fehlte nicht viel, so hätten die Hunde mit einmal dich zerrissen, und mich hätt ewige Schande getroffen. Und mir gaben die Götter vorhin schon Kummer und Trübsal. Denn um den göttlichen König die bittersten Tränen vergießend, sitz ich hier und sende die fettgemästeten Schweine andern zum Schmause, da jener vielleicht des Brotes entbehret und die Länder und Städte barbarischer Völker durchwandert, wenn er anders noch lebt und das Licht der Sonne noch schauet. Aber folge mir, Greis, in meine Hütte, damit du, wann sich deine Seele mit Brot und Weine gelabt hat, sagest, von wannen du kommst und welche Leiden du littest. Also sprach er und führt ihn hinein, der treffliche Sauhirt, hieß den folgenden Gast sich auf ein laubichtes Lager setzen und bereitete drauf der bunt gesprenkelten Gemse großes und zottiges Fell, worauf er zu schlafen gewohnt war. Und Odysseus freute sich dieses Empfanges und sagte: Zeus beschere dir, Freund, und die andern unsterblichen Götter, was du am meisten verlangst, weil du gütig mich aufnimmst. Ihm antwortetest du, Eumaios, Hüter der Schweine: Fremdling, es ziemte mir nicht, und wär er geringer als du bist, einen Gast zu verschmähen, denn Gott gehören ja alle Fremdling und Darbende an. Doch kleine Gaben erfreuen auch, heißt es bei unser einem. Denn also geht es mit Knechten, welche sich immer scheuen, weil ihre gebietenden Herren Jünglinge sind. Denn ach, ihm wären die Götter die Heimkehr, der mir Gutes getan und ein Eigentum hätte gegeben, was auch der gütigste Herr je seinem Diener geschenkt hat, nämlich Haus und Hof und ein liebenswürdiges Ehweib, weil er ihm treulich gedient und Gott die Arbeit gedeihen ließ. Also gedeiht auch mir die Arbeit, welche mir obliegt, und mein Herr, wenn er hier sanft alterte, lohnte mir's reichlich. Aber er starb,
das Geschlecht der Helena müsse von Grund aus stürzen, die in den Staub so viele Männer gestürzt hat. Denn auch jener zog, Agamemnons Ehre zu rächen, gegen Ilion hin und bekämpfte die Reisigen Trojas. Also sprach er, und schnell umband er den Rock mit dem Gürtel, ging zu den Köfen, worin der Ferkel Menge gesperrt war, und 2 nahm er heraus und schlachtete beide zur Mahlzeit, senkte sie, haute sie klein und steckte die Glieder an Spieße, briet sie über der Glut und setzte sie hin vor Odysseus, brätelnd noch an den Spießen, mit weißem Mehle bestreuet, mischte dann süßen Wein in seinen hölzernen Becher, setzte sich gegen ihm über und nötigt ihn also zum Essen. Iss nun, fremder Mann, so gut wir Hirten es haben, Ferkelfleisch, die gemästeten Schweine verzehren die Freier, deren Herz nicht Furcht vor den Göttern kennet, noch Mitleid. Alle gewaltsame Tat missfällt ja den seligen Göttern. Tugend ehren sie nur und Gerechtigkeit unter den Menschen. Selbst die barbarischen Räuber, die durch Kronions Verhängnis an ein fremdes Gestad anlandeten, Beute gewannen und mit beladenen Schiffen die Heimat glücklich erreichten, fühlten dennoch im Herzen die Macht des empörten Gewissens. Aber diesen entdeckte vielleicht die Stimme der Götter jenes traurigen Tod, da sie nicht werben, wie recht ist, und zu dem ihrigen nicht heimkehren, sondern in Ruhe fremdes Gut unmäßig und ohne Schonen verprassen. Alle Tag und Nächte, die Zeus den Sterblichen sendet, opfern die Üppigen stets, und nicht ein Opfer, noch 2 bloß, und verschwelgen den Wein mit ungezähmter Begierde. Reichlich war er gesegnet an Lebensgütern. Es hatte keiner der Edlen so viel, nicht dort auf der fruchtbaren Feste, noch in Ithaka hier. Nicht 20 Männer zusammen haben so viel Reichtümer. Ich will sie dir jetzo beschreiben. Rinderherden sind 12 auf der Feste, der weidenden Schafe ebenso viele, auch der Schweine so viel und der streifenden Ziegen. Mietlinge hüten sie teils und teils leibeigene Hirten. Hier in Ithaka gehen 11 Herden streifender Ziegen auf entlegener Weide, von wackern Männern gehütet. Jeder von diesen sendet zum täglichen Schmause den Freiern immer die trefflichste Ziege der fett gemästeten Herde. Unter meiner Gewalt und Aufsicht weiden die Schweine, und ich sende zum Schmause das auserlesenste Mastschwein. Also sprach er, und schnell aß jener des Fleisches. Begierig trank er des Weins und schwieg. Er dachte der Freier Verderben. Als er jetzo gespeist und seine Seele gelabet, füllete jener den Becher, woraus er zu trinken gewohnt war, reichte
den Wein ihm dar, und er nahm ihn mit herzlicher Freude, redete jenen an und sprach die geflügelten Worte: Lieber, wer kaufte dich denn mit seinem Vermögen? Wie heißt er, jener so mächtige Mann und begüterte, wie du erzählest, und der sein Leben verlor, Agamemnons Ehre zu rächen? Nenne mir ihn, vielleicht ist er von meiner Bekanntschaft. Zeus und die Götter des Himmels, die wissen es, ob ich von ihm nicht Botschaft verkündigen kann. Ich sah viel Männer auf Reisen. Ihm antwortete drauf der Männer beherrschende Sauhirt: Alter, kein irrender Mann, der Botschaft von jenem verkündigt, möchte so leicht bei der Frau und dem Sohne Glauben gewinnen. Solche Wanderer suchen gewöhnlich milde Bewirtung durch die schmeichelnde Lüg und reden selten die Wahrheit. Jeder Fremdling, wen auch das Schicksal nach Ithaka führet, geht zu meiner Königin hin und schwatzet Erdichtung. Freundlich empfängt und bewirtet sie ihn und forschet nach allem. Und der trauernden Antlitz umfließen Tränen der Wehmut, wie es dem Weibe geziemt, der fern ihr Gatte verschieden. Und bald würdest auch du, o Greis, ein Märchen ersinnen, deckte dir jemand nur die Blöße mit Mantel und Leibrock. Aber ihm rissen vielleicht die Hund und die Vögel des Himmels schon die Haut von dem weißen Gebein, und die Seele verließ es. Oder ihn fraßen die Fische des Meers, und seine Gebeine dorren an fremdem Gestade, vom wehenden Sande bedecket. Also verlor er das Leben, und seine verlassenen Freunde klagen ihm alle nach, und ich am meisten, denn nimmer find ich einen so gütigen Herrn, wohin ich auch gehe, käm ich auch wieder ins Haus, das Vater und Mutter bewohnen, wo ich geboren ward und meine Jugend verlebte. Auch bewein ich die Eltern nicht so sehr, da ich doch herzlich wünsche, sie wiederzusehen und meiner Väter Gefilde, als Odysseus Verlust mein ganzes Leben verbittert. Ja, ich schäme mich, Fremdling, ihn bloß beim Namen zu nennen, ob er es zwar nicht hört, denn er pflegte mich gar zu liebreich, sondern ich nenn ihn, auch fern, stets meinen älteren Bruder. Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus: Lieber, weil du es denn ganz leugnest und nimmer vermutest, dass er zur Heimat kehrt und stets ungläubig dein Herz bleibt, siehe, so will ich es nicht bloß sagen, sondern beschwören, dass Odysseus kommt. Zum Lohn für die fröhliche Botschaft sollst du sogleich, wann jener in seine Wohnung zurückkommt, mich mit schönen Gewanden, mit Rock und Mantel bekleiden. Eher, wie sehr ich auch jetzo entblößt bin, nehm ich sie nimmer, denn der ist mir verhaßt wie die Pforten der untersten Tiefe, welcher, von Mangel verführt, mit leeren Erdichtungen schmeichelt. Zeus,
von den Göttern bezeug es, und diese gastliche Tafel, und Odysseus heiliger Herd, zu welchem ich fliehe, dass dies alles gewiss geschehen wird, wie ich verkünde. Selbst noch in diesem Jahr wird wiederkehren Odysseus, wann der jetzige Mond abnimmt und der folgende zunimmt, wird er sein Haus betreten und strafen, wer seiner Gemahlin und des glänzenden Sohnes Gewalt und Ehre gekränkt hat. Ihm antwortetest du, Eumaios, Hüter der Schweine: Alter, ich werde wohl nie den Lohn der Botschaft bezahlen, noch wird Odysseus je heimkehren. Trinke geruhig deinen Wein und lass uns von etwas anderem reden. Hieran erinnere mich nicht, denn meine Seele durchdringet Schmerz, wann einer mich nur an den besten König erinnert. Was du geschworen hast, lass gut sein, aber Odysseus komme, wie ich es wünsche, und seine Penelopeia und Laertes der Greis und Telemachos göttlich an Bildung. Jetzo bewein ich von Herzen den Sohn des edlen Odysseus. Ach, Telemachos nährten wie eine Pflanze die Götter, und ich hofft ihn, der einst nicht schlechter unter den Männern als den Vater zu finden, an Geist und Bildung ein Wunder. Doch der Unsterblichen einer verrückt ihm die richtigen Sinne, oder ein sterblicher Mensch. Er ging den Vater zu suchen nach der göttlichen Pylos. Nun stellen die mutigen Freier ihm, wann er heimkehrt, nach, damit Arkeisios Name und sein Heldengeschlecht aus Ithaka werde vertilget. Aber lass uns davon nicht weiter reden. Er möge fallen oder entfliehen und Gottes Hand ihn bedecken. Auf, erzähle mir jetzo von deinen Leiden, o Alter, auch verkündige mir aufrichtig, damit ich es wisse, wer, wes Volkes bist du, und wo ist deine Geburtsstadt, und in welcherlei Schiff kamst du, wie brachten die Schiffer dich nach Ithaka her, was rühmen sich jene für Leute, denn unmöglich bist du doch hier zu Fuße gekommen. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Dieses will ich dir gern und nach der Wahrheit erzählen. Wären wir beide mit Speis auf lange Zeiten versorget und erfreuendem Wein und blieben hier stets in der Hütte ruhig sitzen am Mahl, und andere bestellten die Arbeit, siehe, dann könnte leicht ein Jahr verfliegen, und dennoch hätt ich nicht die Erzählung von allen Leiden vollendet, welche der Götter Rat auf meine Seele gehäuft hat. Aus dem weiten Gefilde von Kreta stamm ich. Mein Vater war ein begüterter Mann, und noch viele andere Söhne wurden in seinem Hause geboren und auferzogen, echte Kinder der Frau. Doch mich gebar ein erkauftes Kebsweib, aber es ehrte mich gleich den ehelichen Kindern, Kastor, Hylakos Sohn, aus dessen Blut ich gezeugt bin. Dieser ward wie ein Gott im kretischen Volke geehret, wegen seiner Gewalt,
Reichtümer und rühmlichen Söhne. Aber ihn führeten bald des Todes Schrecken in As Schattenbehausung hinab. Die übermütigen Söhne warfen darauf das Los und teilten das Erbe des Vaters. Mir beschieden sie nur ein Haus und wenige Güter, aber ich nahm mir ein Weib aus einem der reichsten Geschlechter, das ich durch Tugend gewann, denn ich war kein entarteter Jüngling, noch ein Feiger im Kriege. Doch nun ist alles vergangen. Dennoch glaub ich, du wirst noch aus der Stoppel die Ehre kennen, denn ach, es drückte mich sehr viel Drangsal zu Boden. Wahrlich, Entschlossenheit hatte mir Ares verliehen und Athene und vertilgende Kraft, wann ich, dem Feinde zu schaden, mit erlesenen Helden im Hinterhalte versteckt lag, schwebte mir nimmer des Todes Bild vor der mutigen Seele, sondern ich sprang zuerst von allen hervor und streckte jeglichen Feind in den Staub, den meine Schenkel ereilten. Also focht ich im Krieg und liebte weder den Feldbau noch die Sorge des Hauses und blühender Kindererziehung. Aber das Ruderschiff war meine Freude beständig, Schlachtengetös und blinkende Speer und gefiederte Pfeile, lauter schreckliche Dinge, die andre mit Grauen erfüllen. Aber ich liebte, was Gott in meine Seele geleget, denn dem einen gefällt dies Werk, dem anderen jenes. Ehe der Achaier Söhne gen Troja waren gesegelt, führt ich 9-mal Männer in schnell geruderten Schiffen gegen entlegene Völker und kehrte mit Beute zur Heimat. Hiervon nahm ich zuerst das schönste Kleinod, und vieles teilte das Los mir zu. So mehrte sich schnell mein Vermögen, und ich ward geehrt und hochgeachtet in Kreta. Aber da Zeus Vorsehung die jammerbringende Kriegsfahrt ordnete, welche das Leben so vieler Männer geraubt hat, da befahlen sie mir mit Idomeneus, unserem Beherrscher, Führer der Schiffe zu sein, gen Ilios. Alle Versuche, mich zu befreien, misslangen. Mich schreckte der Tadel des Volkes. Und 9 blutige Jahre durchkämpften wir Söhne der Griechen, und im 10. verheerten wir Priamos türmende Feste, steuerten dann heim mit den Schiffen, und Gott zerstreute die Griechen. Über mich Armen verhängte der Rat Kronions ein Unglück, denn nur einen Monat verweilt ich daheim mit dem Weibe meiner Jugend, den Kindern und meinem Gesinde mich freuend. Und mich reizte mein Herz, mit göttergleichen Gefährten einige Schiffe zu rüsten und nach dem Ägyptos zu segeln. Und ich rüstete 9, und schnell war die Menge versammelt. Hierauf schmausten bei mir 6 Tage die lieben Gefährten, und ich schlachtete viele gemästete Tiere zum Opfer für die seligen Götter und zum erfreuenden Schmause. Aber am 7. Tage
verließen wir Kreta und fuhren unter dem lieblichen Wehn des reinen, beständigen Nordwinds sanft wie mit dem Strome dahin. Und keines der Schiffe wurde verletzt. Wir saßen, gesund und fröhlichen Mutes, auf dem Verdeck und ließen vom Wind und Steuer uns lenken. Aber am 5. Tag erreichten wir des Ägypters herrlichen Strom, und ich legte die gleichen Schiffe vor Anker. Dringend ermahnt ich jetzo die lieben Reisegefährten, an dem Gestade zu bleiben und unsere Schiffe zu hüten, und versendete Wachen umher auf die Höhen des Landes. Aber sie wurden von Trotz und Übermute verleitet, dass sie ohne Verzug der Ägypter schöne Gefilde plünderten, ihre Weiber gefangen führten, die Männer und unmündigen Kinder ermordeten. Und ihr Geschrei kam schnell in die Stadt. Sobald der Morgen sich rötete, zogen Streiter zu Ross und Fuße daher, und vom blitzenden Erze strahlte das ganze Gefild. Der Donnerer Zeus Kronion sendete meinen Gefährten die schändliche Flucht, und es wagte keiner, dem Feinde zu stehn, denn ringsum drohte Verderben. Viele töteten sie mit ehernen Lanzen, und viele schleppten sie lebend hinweg zu harter, sklavischer Arbeit. Aber Kronion Zeus gab selber diesen Gedanken mir ins Herz. O hätte mich lieber des Todes Verhängnis dort in Ägyptos ereilt, denn meiner harrte nur Unglück. Eilend nahm ich den schön gebildeten Helm von dem Haupte und von der Schulter den Schild und warf den Speer aus der Rechten, ging dem Wagen des Königs entgegen, küsst und umarmte seine Knie, und er schenkte mir voll Erbarmen das Leben, hieß in den Wagen mich steigen und führte mich weinenden heimwärts. Zwar es stürzten noch oft mit eschenen Lanzen die Feinde, mich zu ermorden, heran, denn sie waren noch heftig erbittert. Aber er wehrte sie ab, aus Furcht vor der Rache Kronions, welcher die Fremdlinge schützt und ihre Beleidiger strafet. 7 Jahre blieb ich bei ihm und sammelte Reichtum von dem ägyptischen Volke genug, denn sie gaben mir alle. Doch wie das 8. Jahr im Laufe der Zeiten herankam, siehe, da kam ein phönikischer Mann, ein arger Betrüger und Erzschinder, der viele Menschen ins Elend gestürzt hat. Dieser beredete mich, mit ihm nach Phönike zu fahren, wo der Bube sein Haus und sein Erworbenes hatte. Und ein volles Jahr verweilt ich bei ihm in Phönike. Aber da jetzt die Monden und Tage waren vollendet und ein anderes Jahr mit den kreisenden Horen herankam, führt er gen Libya mich, im Meer durchwandernden Schiffe, unter dem listigen Schein, als braucht er mich bei der Ladung, um mich dort zu verkaufen und großen Gewinn zu erwerben. Ihn begleitet ich zwar argwöhnend,
aber ich musste. Und sie steuerten im Wehen des reinen, beständigen Nordwinds über Kreta dahin, doch Zeus beschloss ihr Verderben. Als wir das grüne Gestade von Kreta jetzo verlassen und ringsum kein Land, nur Meer und Himmel zu sehen war, breitete Zeus Kronion ein dunkelblaues Gewölk aus über das laufende Schiff, und Nacht lag über der Tiefe. Und nun donnerte Zeus, der hochgeschleuderte Strahl schlug schmetternd ins Schiff, und es schwankte, vom Donner des Gottes erschüttert. Alles war Schwefeldampf, und die Männer entstürzten den Boden. Ähnlich den Wasserkrähen bekämpften sie rings um das Schiff her, steigend und sinkend die Flut. Doch Gott nahm ihnen die Heimkehr. Aber Kronion gab in der schrecklichen Angst und Betäubung selber den hohen Mast des blau geschnäbelten Schiffes mir in die Hände, damit ich noch dem Verderben entflöhe. Diesen umschlang ich und trieb durch den Sturm und die tobenden Fluten, und 9 Tage trieb ich umher. In der 10. der Nächte warf mich ans Land der Thesproten die hoch herrollende Woge. Allda nahm mich Phaidon, der edle thesprotische König, freundlich und gastfrei auf, denn es fand sein Sohn am Gestade mich von Frost und Arbeit entkräfteten liegen und führte mich mit stützender Hand zu seines Vaters Palaste und bekleidete mich mit prächtigem Mantel und Leibrock. Jener erzählte mir dort von Odysseus, welcher zur Heimat kehrend ihn hätte besucht und viele Freundschaft genossen. Und er zeigte mir auch die gesammelten Güter Odysseus, Erzes und Goldes die Menge und künstlich geschmiedeten Eisens, das bis ins 10. Glied sein Geschlecht noch könnte versorgt sein. Solch ein unendlicher Schatz lag dort im Hause des Königs. Jener war, wie es hieß, nach Dodona gegangen, aus Gottes hochgewipfelter Eiche Kronions Willen zu hören, wie er in Ithaka ihm nach seiner langen Entfernung heimzukehren beföhle, ob öffentlich oder verborgen. Phaidon beschwur es mir selbst und beim Trankopfer im Hause, segelfertig wäre das Schiff und bereit die Gefährten, um ihn heimzusenden in seiner Vater Gefilde. Aber mich sandt er zuvor, denn ein Schiff thesprotischer Männer ging zu dem weizenreichen Dulichion. Diesen befahl er, mich sorgfältig dahin zum König Akastos zu bringen. Aber ihrem Herzen gefiel der grausamste Ratschluss über mir, dass ich ganz in des Elends Tiefe versenke. Als das segelnde Schiff nun weit von dem Ufer entfernt war, drohten jene mir gleich mit dem schrecklichen Tage der Knechtschaft. Meinen Mantel und Rock entrissen mir jetzo die Räuber und umhüllten mir drauf den hässlichen Kittel und Leibrock, beide zerlumpt, wie du selber mit deinen Augen
hier siehest. Und am Abend erreichten wir Ithakas sonnige Hügel. Jetzo banden sie mich im schön gezimmerten Schiffe fest mit dem stark geflochtenen Seil und stiegen dann selber an das Gestad und nahmen die schnell bereitete Mahlzeit. Aber die Götter lösten mir leicht die Knoten der Fessel, und ich band um das Haupt die zusammengewickelten Lumpen, ließ am geglätteten Steuer mich nieder, legte mich vorwärts auf das Wasser und schwamm mit beiden Händen, mich rudernd, hurtig von dannen, und bald war ich ferne von ihnen gekommen. Jetzo stieg ich ans Land und kroch unter ein dickes Gebüsche, schmiegte mich hin und lag. Die andern suchten indes mich laut keuchend umher. Allein sie fanden nicht ratsam, tiefer ins Land zu gehen. Sie kehrten zurück und bestiegen wieder das hohle Schiff, und mich entrissen die Götter leicht der Gefahr und führten zu eines verständigen Mannes Hütte mich hin. Denn noch verlängert das Schicksal mein Leben. Ihm antwortetest du, Eumaios, Hüter der Schweine: Unglückseliger Fremdling, ich fühl es im innersten Herzen, was du von deinen Leiden und Irren mir alles erzählt hast. Eins nur scheinet mir nicht in der Ordnung, das von Odysseus. Nimmer glaub ich es dir. Was zwingt dich, ehrlicher Alter, so in den Wind zu lügen? Ich weiß zu gut von der Heimkehr meines Herrn Bescheid. Er ist den Unsterblichen allen ganz verhaßt. Nicht einmal vor Troja ließ ihn man sterben, noch in den Armen der Freunde, nachdem den Krieg er vollendet. Denn ein Denkmal hätte ihm das Volk der Achaier errichtet, und so wäre zugleich sein Sohn bei den Enkeln verherrlicht. Sondern er ward unrühmlich ein Raub der wilden Harpyen. Aber ich lebe hier bei den Schweinen so einsam und komme nie in die Stadt, wo nicht die kluge Penelopeia mir zu kommen gebeut, wann Botschaft irgendwoher kam. Ringsum sitzen sie dann und fragen den Fremdling nach allem. Einige grämen sich um den lang abwesenden König, andere freuen sich drob, die seine Habe verpassen. Aber mir ward die Lust zu fragen gänzlich verbittert, seit mich jüngst ein ätolischer Mann durch Märchen getäuscht hat. Dieser war totschlageshalber schon weit geflüchtet und irrte endlich zu meiner Hütte, wo ich mit Freundschaft ihn aufnahm, und er verkündigte mir, bei Idomeneus unter den Kretern hab er ihn bessern gesehen, die sturmzerschlagenen Schiffe, und er käme gewiß im Sommer oder im Herbste mit dem unendlichen Schatz und den göttergleichen Gefährten. Drum, unglücklicher Greis, den mir ein himmlischer zuführt, trachte nicht, meine Gunst durch Lügen dir zu erschmeicheln, denn nicht darum werd ich dich ehren oder bewirten, sondern aus Furcht vor dem gastlichen Zeus und weil
du mich jammerst. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Wahrlich, du trägst ein sehr ungläubiges Herz in dem Busen, da mir der Eidschwur selbst nicht dein Zutrauen gewinnet. Aber wohlan, wir wollen uns jetzt vergleichen, und Zeugen seien die Unsterblichen uns, des hohen Olympos Bewohner. Kehrt er wieder zurück zu diesem Hause, dein König, siehe, dann sollst du mich mit Rock und Mantel bekleidet gen Dulichion senden, denn dort verlanget mein Herz hin. Kehret er nicht zurück, dein König, wie ich verkünde, alsdann reize die Knechte vom Felsen herab, mich zu stürzen, dass die Bettler hinfort sich scheuen, Lügen zu schwatzen. Ihm antwortete drauf der edle Hüter der Schweine: Fremdling, da wäre mir Traun bei allen Menschen auf Erden, großes Lob und Verdienst für jetzt und immer gesichert, hätt ich dich erst in die Hütte geführt und freundlich bewirtet, und er schlüge dich dann und raubte dein liebes Leben. Freudigkeit gäbe mir das, vor Zeus Kronion zu beten. Aber die Stunde zum Essen ist da. Bald kommen die Leute heim, mit mir in der Hütte das köstliche Mahl zu bereiten. Also besprachen diese sich jetzo untereinander. Und nun kamen die Schwein und ihre Hirten vom Felde. Diese schlossen sie drauf in ihre Ställe zum Schlafen, und laut tönte das Schreien der eingetriebenen Schweine. Aber seinen Gehilfen befahl der treffliche Sauhirt: Bringt das fetteste Schwein für den fremden Gast es zu opfern und uns selber einmal zu erquicken, da wir so lange um weißzahnigte Schweine Verdruß und Kummer erduldet, während andere umsonst all unsere Mühe verprassen. Also sprach er und spaltete Holz mit dem grausamen Erze. Jene führten ins Haus ein fett 5-jähriges Mastschwein, stellten es drauf an den Herd. Es vergaß der treffliche Sauhirt auch der Unsterblichen nicht, denn fromm war seine Gesinnung, sondern begann das Opfer und warf in die Flamme das Stirnhaar vom weißzahnigten Schwein und flehte den himmlischen Allen, dass sie dem weisen Odysseus doch heimzukehren vergönnten. Schwang nun die Eichenkluft, die er beim Spalten zurückwarf, schlug's und sein Leben entfloh. Die andern schlachteten, senkten und zerstückten es schnell. Das Fett bedeckte der Sauhirt mit dem blutigen Fleische, von allen Gliedern geschnitten. Dieses warf er ins Feuer, mit feinem Mehle bestreuet. Und sie schnitten das übrige klein und steckten's an Spieße, brieten's mit Vorsicht über der Glut und zogen's herunter, legten dann alles zusammen auf Küchentische. Der Sauhirt stellte sich hin, es zu teilen, denn Billigkeit lag ihm am Herzen. Und in 7 Teile zerlegt er alles Gebratne. Einen legt er den Nymphen
und Hermes, dem Sohne der Maia, betend den andern hin. Die übrigen reicht er den Männern. Aber Odysseus verehrt er den unzerschnittenen Rücken vom weißzahnichten Schwein und erfreute die Seele des Königs. Fröhlich sagte zu ihm der erfindungsreiche Odysseus: Liebe dich, Vater Zeus, wie ich dich liebe, Eumaios, da du mir, armem Manne, so milde Gaben verehrest. Drauf antwortetest du, Eumaios, Hüter der Schweine: Iss, mein unglückseliger Freund, und freue dich dessen, wie du es hast. Gott gibt uns dieses, und jenes versagt er, wie es seinem Herzen gefällt, denn er herrschet mit Allmacht. Sprach's und weihte den Göttern die Erstlinge, opferte selber funkelnden Wein und gab ihn dem städteverwüster Odysseus in die Hand. Er saß bei seinem beschiedenen Anteil. Ihnen verteilte das Brot Mesaulios, welchen der Sauhirt selber sich angeschafft, indes sein König entfernt war. Ohne Penelopeia und ohne den alten Laertes hat er von Taphiern ihn mit eigenem Gute gekaufet. Und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, trug Mesaulios wieder das Brot von dannen, und alle, von dem Brot und dem Fleische gesättiget, eilten zur Ruhe. Eine grauliche Nacht, unerleuchtet vom schwindenden Monde, kam. Es regnete Zeus, nass, stürmend sauste der Westwind. Beim Entkleiden versucht Odysseus, ob ihm der Sauhirt nicht den Mantel vielleicht darbieten oder der Knechte einem es würde befehlen, da er für ihn so besorgt war. Höre mich jetzt, Eumaios, und hört, ihr übrigen Hirten. Rühmend red ich ein Wort, vom betörenden Weine besieget, welcher den Weisesten oft anreizt zum lauten Gesange, ihn zum herzlichen Lachen und Gaukeltanze verleitet und manch Wort ihm entlockt, das besser wäre verschwiegen. Aber weil das Geschwätz doch anfing, will ich's vollenden. Wollte Gott, ich grünte noch jetzt in der Fülle der Jugend, als da vor Troja wir uns im Hinterhalte verbargen. Führer waren Odysseus und Atreus Sohn Menelaos, und der dritte war ich, denn sie verlangten es selber. Als wir jetzo die Stadt und die hohe Mauer erreichten, legten wir nahe der Burg im dicht verwachsenen Sumpfe zwischen Weiden und Schilfen uns nieder unter der Rüstung. Eine stürmische Nacht brach an. Der erstarrende Nordwind stürzte daher, und stöbernder Schnee gleich duftigem Reife fiel anfrierend herab und umzog die Schilde mit Glatteis. Alle die andern lagen, gehüllt in Mantel und Leibrock, mit dem Schilde die Schulter bedeckt, und schlummerten ruhig. Aber ich Unbesonnener ließ den Mantel beim Weggehen
meinen Gefährten zurück, denn ich achtete gar nicht der Kälte und ging bloß mit dem Schild und schön gegürteten Leibrock. Doch in der dritten Wache der Nacht, da die Sterne sich neigten, stieß ich Odysseus, der mir zur Seite lag, mit dem Arme und sprach schaudernd zu ihm, und schnell war er munter und hörte: Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus, lange bleib ich nicht mehr bei den Lebenden, sondern mich tötet Frost, denn ich ließ den Mantel zurück, mich verführte mein Dämon, bloß im Rocke zu gehen, und nun ist keine Errettung. Also sprach ich, und schnell beschloss er dieses im Herzen, so wie immer der Held zum Rat und Kampfe bereit war. Eilend erwidert er mir mit leise, flüsternder Stimme: Schweige jetzt, damit kein anderer Achaier dich höre. Sprach's und stützte das Haupt auf den Ellbogen und sagte: Hört, ihr Lieben, ein göttlicher Traum erschien mir im Schlafe. Wir sind weit von den Schiffen entfernt. O ginge doch einer, Atreus Sohn Agamemnon, dem Hirten der Völker, zu sagen, dass er noch mehreren vom Ufer hieher zu eilen geböte. Also sprach er, und Thoas, der Sohn Andrämons, erhub sich eilend und warf zur Erde den schönen purpurnen Mantel und lief schnell zu den Schiffen, und ich umhüllte mir freudig sein Gewand und lag, bis die Morgenröte heraufstieg. Wollte Gott, ich grünte noch jetzt in der Fülle der Jugend. Ach, dann schenkte mir wohl ein Sauhirt hier in der Hütte einen Mantel aus Lieb und Achtung gegen den Tapfern. Nun verachten sie mich, weil ich so elend bedeckt bin. Ihm antwortetest du, Eumaios, Hüter der Schweine: Greis, untadelig ist das Gleichnis, so du erzählest, und kein unnütz Wort ist deinen Lippen entfallen. Drum soll's weder an Kleidung noch etwas anderm dir mangeln, was unglücklichen Fremden, die Hilfe suchen, gebühret, jetzt. Doch morgen mußt du in deine Lumpen dich hüllen, denn nicht viele Mäntel und oft veränderte Röcke haben wir anzuziehen, nur einen hat jeglicher Sauhirt. Kehrt einst wieder zurück der geliebte Sohn von Odysseus, gerne wird dich dieser mit Rock und Mantel bekleiden und dich senden, wohin es deinem Herzen gelüstet. Also sprach er, erhub sich und setzte neben dem Feuer ihm ein Bette, bedeckt mit Fellen von Ziegen und Schafen, und Odysseus legte sich hin. Da bedeckte der Sauhirt ihn mit dem großen wollichten Mantel, womit er sich pflegte umzukleiden, wenn draußen ein schrecklicher Winterorkan blies. Also schlummerte dort Odysseus. Neben Odysseus legten die Jünglinge sich zum Schlummer, aber der Sauhirt liebte nicht, in dem Bett entfernt von den Schweinen zu schlafen, sondern er waffnete sich, hinauszugehen
und Odysseus freute sich, dass er so treu des Entfernten Güter besorgte. Erstlich hängt er ein scharfes Schwert um die rüstigen Schultern, hüllte sich dann in den Wind abwehrenden wollichten Mantel, nahm das zottichte Fell der großen gemästeten Ziege, nahm auch den scharfen Speer, den Schrecken der Menschen und Hunde, eilte nun hin zu ruhn, wo die hauerbewaffneten Eber lagen unter dem Hange des Felsen, geschirmt vor dem Nordwind. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. 15. Gesang. Telemachos, dem Athene die Heimkehr befiehlt und sichert, eilt von Menelaos gerade zum Schiffe, nimmt den Wahrsager Theoklymenos auf und vermeidet die nachstellenden Freier durch einen Umweg zu den spitzigen Inseln. Des Sauhirten Eumäos Gespräch mit Odysseus beim Abendessen und Erzählung, wie ihn, eines sikanischen Königes Sohn, aus der Insel Syria bei Ortygia Phönikier entführten und dem Laertes verkauften. Telemachos, in der Frühe jenseits anlandend, lässt sein Schiff nach der Stadt herumfahren und geht zu Eumäos. Pallas Athene ging zu der großen Stadt Lakedämon, dass sie den rühmlichen Sohn des hochgesinnten Odysseus reizte, des Vaterlands zu gedenken und wiederzukehren. Und Telemachos lag mit Nestors blühendem Sohne ruhend vor dem Palast Menelaos, des ehregekrönten. Nestors blühender Sohn lag sanft vom Schlummer gefesselt, aber Telemachos floh der süße Schlummer. Er wachte durch die ambrosische Nacht um den Vater herzlich bekümmert. Vor ihn stellte sich Zeus blauäugichte Tochter und sagte: Länger ziemt es sich nicht, Telemachos, ferne zu irren, da du alles dein Gut und so übermütige Männer in dem Palaste verließest, damit sie nicht alles verzehren. Deine Habe sich teilend und fruchtlos ende die Reise. Auf, erinnere gleich den Rufer im Streit Menelaos, heim dich zu senden, damit du die treffliche Mutter noch findest. Denn schon wird sie vom Vater und ihren Brüdern gedränget, dass sie Eurymachos nehme, denn dieser schenkte das meiste unter den Freiern und beut die reichste Bräutigamsgabe. Und man könnte dir leicht, ohn deinen Dank, aus dem Hause manches Gut mitnehmen. Du kennst ja des Weibes Gesinnung. Immer sucht sie den Mann, der ihr beiwohnt, zu bereichern. Aber die vorigen Kinder und ihrer Jugend Geliebten kennt sie nicht mehr, da er starb, und fraget nimmer nach ihnen. Darum eile nun heim und vertraue selber die Güter einer Dienerin an, die dir am tüchtigsten scheinet, bis die himmlischen Götter ein edles Weib
dir verleihen. Noch ein andres verkünd ich dir jetzt, bewahr es im Herzen. Wachsam lauern auf dich die tapfersten unter den Freiern, in dem Sunde, der Ithaka trennt, und die bergichte Samos, dass sie dich töten, bevor du die Heimat wieder erreichest. Aber ich hoffe das nicht. Erst deckt die Erde noch manchen von der Rotte der Freier, die deine Habe verzehren. Steuere dein rüstiges Schiff Telemachos fern von den Inseln, fahr auch nur in der Nacht. Dir wird der unsterblichen Einer günstigen Wind nachsenden, der dich behütet und schützet. Wenn du das nächste Gestade von Ithaka jetzo erreicht hast, siehe, dann sende zur Stadt das Schiff und alle Gefährten, und du gehe zuerst dorthin, wo der treffliche Sauhirt deiner Schweine hütet, der stets mit Eifer dir anhängt. Allda bleibe die Nacht und sende jenen zur Stadt hin, um die Botschaft zu bringen der klugen Penelopeia, dass du gesund und wohl von Pylos wieder zurückkamst. Also sprach die Göttin und eilte zum großen Olympos, und Telemachos weckte den Nestoriden vom Schlummer, ihn mit der Ferse berührend, und sprach zu dem blühenden Jüngling: Nestors Sohn, wach auf bei Sistratos, spann an den Wagen hurtig die stampfenden Rosse, damit wir die Reise vollenden. Und der Nestoride Peisistratos gab ihm zur Antwort: Ganz unmöglich, Telemachos, wär es, wie sehr wir auch eilten, diese düstere Nacht zu durchfahren, und bald ist es Morgen. Darum warte, bis uns mit Geschenken den Wagen belade Atreus edler Sohn, der kriegrische Held Menelaos, und mit gefälligen Worten uns freundlich von sich entlasse. Denn es erinnert sich ein Gast zeitlebens des Mannes, welcher in fernem Lande mit Lieb und Freundschaft ihn aufnahm. Also sprach er, da kam die golden thronende Eos. Jetzo nahte sich ihnen der Rufer im Streit Menelaos, seiner Helena Lager, der schöngelockten, verlassend. Als der geliebte Sohn von Odysseus diesen bemerkte, hüllte sich eilend der Held in den feinen, prächtigen Leibrock, warf den großen Mantel sich über die rüstigen Schultern, ging dann hinaus und trat zu Menelaos und sagte: Atreus, göttlicher Sohn, Menelaos, Führer der Völker, lass mich jetzo von dir ins liebe Vaterland ziehen, denn von ganzem Herzen begehr ich jetzo der Heimkehr. Ihm antwortete drauf der Rufer im Streit Menelaos: Ferne sei es von mir, Telemachos, dich zu verweilen, wenn du nach Hause dich sehnst. Ich tadle selber den Gastfreund, dessen Höflichkeit uns und überzärtliche Freundschaft plagende Feindschaft wird. Das Beste
bei allem ist Ordnung. Traun, gleich arg sind beide, wer seinem zögernden Gaste heimzukehren gebeut und wer den Eilenden aufhält. Bleibt er, so pflege des Gastes, und will er gehen, so lass ihn. Aber warte, bis ich ein schönes Geschenk auf den Wagen leg und du selber es sehest, und meinen Weibern befehle, dir von des Hauses Kost ein reichliches Mahl zu bereiten. Freudigkeit fühlt der Gast und höheren Mut und Erquickung, der mit Speise gestärkt in ferne Länder verreiset. Hast du auch Lust, umher durch Hellas und Argos zu reisen? Warte, bis ich die Ross anspanne, dich selber begleite und zu jeglicher Stadt hinführe. Keines der Völker sendet uns leer hinweg, man schenkt uns wenigstens ein Stück, ein dreifüßig Geschirr von Kupfer oder ein Becken oder ein Joch Maultiere, auch wohl einen goldenen Becher. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Atreus göttlicher Sohn Menelaos, Führer der Völker, jetzo eil ich zurück zu dem unsrigen, denn da ich abfuhr, ließ ich niemand im Hause, mein Eigentum zu bewahren. Dass ich, den Vater suchend, nicht selber das Leben verliere oder ein köstliches Gut aus meinem Hause verschwinde. Als er solches vernommen, der Rufer im Streit Menelaos, rief er schnell der Gemahlin und ihren Mägden, im Saale hurtig ein Mahl zu bereiten vom reichlich gesammelten Vorrat. Jetzo nahte sich auch Bötos Sohn Eteoneus seinem Lager entstiegen. Er wohnte nicht ferne vom König. Diesem befahl der Held Menelaos, Feuer zu machen und des Fleisches zu braten, und schnell gehorcht er dem Worte. Hierauf stieg er hinab ins duftende hohe Gewölbe. Nicht er allein, mit ihm ging Helena und Megapenthes. Als sie die Kammer erreicht, wo seine Kleinode lagen, nahm Menelaos Atreides sich einen doppelten Becher, reichte dann seines Sohns Megapenthes Händen zu tragen einen silbernen Kelch, und Helena trat zu den Kisten, wo sie die schönen Gewande verwahrt, die sie selber gewirket. Eines von diesen nahm die Königin unter den Weibern, welches das größte war und reichste an künstlicher Arbeit, hell wie ein Stern, so strahlt es und lag von allen zuunterst. Und sie gingen zurück durch die Wohnungen, bis sie Odysseus Sohn erreichten. Da sprach Menelaos, der bräunlich gelockte: Deine Heimkehr lasse, Telemachos, wie du sie wünschest, Zeus Kronion gelingen, der donnernde Gatte der Heere. Von den Schätzen, so viel ich in meinem Hause bewahre, geb ich dir zum Geschenk das schönste
und köstlichste Kleinod, gebe dir einen Kelch von künstlich erhobener Arbeit aus geglättetem Silber, gefasst mit goldenem Rande, und ein Werk von Hephaistos. Ihn gab der Sidonier König Phaidimos mir, der Held, der einst in seinem Palaste mich Heimkehrenden pflegte. Den will ich jetzo dir schenken. Also sprach er und reichte der Held Menelaos Atreides ihm den doppelten Becher. Sein tapferer Sohn Megapenthes trug den schimmernden Kelch von lauterem Silber und setzt ihn nieder vor ihm. Auch Helena kam, das Gewand in den Händen, und holdselig begann die rosenwangichte Fürstin: Dieses Geschenk will ich, mein liebes Kind, dir verehren, zum Andenken von Helenas Hand. Bei der lieblichen Hochzeit trag es deine Gemahlin. Bis dahin lieg es im Hause deiner geliebten Mutter. Du aber kehre mit Frieden in dein prächtiges Haus und deiner Väter Gefilde. Also sprach sie und reicht es ihm hin, und freudig empfing er's. Jetzo legte der Held bei Sistratos alle Geschenke nieder im Wagenkorb und bewunderte jedes im Herzen. Und sie führt in den Saal Menelaos, der bräunlich gelockte. Allda setzten sie sich auf prächtige Sessel und Throne. Eine Dienerin trug in der schönen goldenen Kanne über dem silbernen Becken das Wasser, beströmte zum Waschen ihnen die Händ und stellte vor sie die geglättete Tafel. Und die ehrbare Schaffnerin kam und tischte das Brot auf, und der Gerichte viel aus ihrem gesammelten Vorrat. Aber das Fleisch zerschnitt und verteilte der Sohn des Bötos, und des Königes Sohn verteilte die Becher voll Weines. Und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Jetzo war die Begierde des Tranks und der Speise gestillet, und Telemachos spannte mit Nestors blühendem Sohne hurtig die Rosse vor. Sie bestiegen den künstlichen Wagen, lenkten darauf aus dem Tore des Hofs und der tönenden Halle. Ihnen zur Seite ging Menelaos, der bräunlich gelockte. Einen goldenen Becher voll herzerfreuenden Weines trug er in seiner Rechten, um noch vor der Reise zu opfern, stand vor den Rossen und trank, reicht ihnen den Becher und sagte: Lebt, ihr Jünglinge, wohl und grüßt den Hirten der Völker, Nestor, von mir, denn wahrlich, er liebte mich stets wie ein Vater, als wir Achaier noch die Stadt der Troer bekriegten. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Gerne wollen wir ihm, du Göttlicher, wie du befiehlest, dieses alles verkünden, sobald wir kommen. O fänd ich, heim gegen Ithaka kehrend, auch meinen Vater zu Hause, dass ich ihm sagte, wie ich von dir
so gütig bewirtet, wiederkomm und so viel und köstliche Kleinode bringe. Sprach's, und zur Rechten flog ein heilweissagender Adler, welcher die ungeheure im Hofe gemästete weiße Gans in den Klauen trug. Mit überlautem Geschreie folgten ihm Männer und Weiber. Er kam in stürmendem Fluge rechts her, nahe den Rossen der Jünglinge. Als sie ihn sahen, freuten sie sich, und allen durchglühete Wonne die Herzen. Nestors blühender Sohn Peisistratos redete jetzo: Denke nach, Menelaos, du göttlicher Führer der Völker, ob Gott uns dies Zeichen gesendet oder dir selber. Also sprach er, da sann der kriegrische Held Menelaos hin und her, mit Verstand das Wunderzeichen zu deuten. Aber Helena kam ihm zuvor. So sprach die Geschmückte: Höret, ich will euch jetzt weissagen, wie es die Götter mir in die Seele gelegt und wie's wahrscheinlich geschehen wird. Gleichwie der Adler die Gans, die im Hause sich nährte, geraubt hat, kommend aus dem Gebirge von seinem Nest und Geschlechte, also wird auch Odysseus nach vielen Leiden und Irren endlich zur Heimat kehren und strafen, oder er kehrte schon und rüstet sich nun zu aller freier Verderben. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Also vollend es Zeus, der donnernde Gatte der Heere. Oh, dann werd ich auch dort wie eine Göttin dich anflehn. Sprach's und schwang auf die Rosse die Geißel. Mit hurtiger Eile stürmten sie über die Gassen der Stadt in das freie Gefilde. Also schüttelten sie bis zum Abend das Joch an den Nacken, und die Sonne sank und dunkel umhüllte die Pfade. Und sie kamen gen Pherai zur Burg des edlen Diokles, welchen Alpheios Sohn Orsilochos hatte gezeuget, ruhten bei ihm die Nacht und wurden freundlich bewirtet. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, rüsteten sie ihr Gespann und bestiegen den zierlichen Wagen, lenkten darauf aus dem Tore des Hofs und der tönenden Halle. Treibend schwang er die Geißel, und willig enteilten die Rosse, und sie erreichten bald die hochgebauete Pylos, und Telemachos sprach zu Nestors blühendem Sohne: Kannst du mir, Nestors Sohn, wohl eine Bitte gewähren? Siehe, wir rühmen uns ja von den Zeiten unserer Väter schon Gastfreunde zu sein und sind auch einerlei Alters. Und noch inniger wird uns diese Reise verbinden. Fahre mein Schiff nicht vorbei, du Göttlicher, lass mich hier bleiben, denn mich möchte der Greis aufhalten in seinem Palaste, um mir Gutes zu tun, und ich muß aufs eiligste reisen. Also sprach er, und Nestors Sohn bedachte sich schweigend,
wie er mit guter Art ihm seine Bitte gewährte. Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der beste. An das Gestade des Meers zu dem Schiffe lenkt er die Rosse, legte dann hinten ins Schiff Telemachos schöne Geschenke, sein Gewand und das Gold, so ihm Menelaos verehret. Und nun trieb er ihn an und sprach die geflügelten Worte: Steige nun eilend ins Schiff und ermuntere deine Gefährten, eh ich zu Hause komm und dem Greise dieses verkünde. Denn ich kenne zu gut in meinem Herzen des Vaters heftigen, starren Sinn. Er würde dich nimmer entlassen, sondern selbst herkommen, dich einzuladen, und schwerlich ging er dann leer zurück, so sehr wird er zürnen und eifern. Also sprach er und lenkte die Rosse mit wallenden Mähnen heim zu der Pylier Stadt, und bald erreicht er die Wohnung. Aber Telemachos trieb und ermahnete seine Genossen: Freunde, bringt die Geräte des schwarzen Schiffes in Ordnung und steigt selber hinein, damit wir die Reise vollenden. Also sprach er. Sie hörten ihn alle mit Fleiß und gehorchten, stiegen eilend ins Schiff und setzten sich hin auf die Bänke. Also besorgt er dieses und opferte Pallas Athenen flehend hinten am Schiff. Und siehe, ein eilender Fremdling nahte sich ihm, der aus Argos entfloh, wo er jemand getötet. Dieser war ein Prophet und stammte vom alten Melampus, welcher vor langer Zeit in der Schafe gebärenden Pylos wohnete, mächtig im Volk und prächtige Häuser beherrschte. Aber sein Vaterland verließ er und floh in die Fremde vor dem gewaltigen Neleus, dem stolzesten aller, die lebten, welcher ein ganzes Jahr lang mit Gewalt sein großes Vermögen vorenthielt. Indes lag jener in Phylakos Wohnung, hart gefesselt mit Banden und schwere Leiden erduldend, wegen der Tochter Neleus und seines rasenden Wahnsinns, welchen ihm die Erinis, die schreckliche Göttin, gesendet. Dennoch entfloh er dem Tod und trieb aus Phylakes Auen heim die brüllenden Rinder gen Pylos, strafte den Hochmut Neleus des Göttergleichen und führte dem Bruder zur Gattin seine Tochter ins Haus. Er aber zog in die Ferne, Rosse nährender Argos, denn dort bestimmte das Schicksal, ihm forthin zu wohnen, ein Herrscher vieler Argeier. Allda nahm er ein Weib und baute die prächtige Wohnung, zeugte Antiphates dann und Mantios, tapfere Söhne. Aber Antiphates zeugte den Großgesinnten Oikles und Oikles den Völkererhalter Amphiaraos. Diesen liebte der Donnerer Zeus und Phöbos Apollon mit allwaltender Huld,
Doch erreicht er die Schwelle des Alters nicht. Er starb vor Thebai durch seines Weibes Geschenke. Seine Söhne waren Amphilochos und Alkmaion, aber Mantios zeugte den Polypheides und Kleitos. Diesen Kleitos entführte die golden thronende Eos, seiner Schönheit halber, zum Sitz der unsterblichen Götter. Aber auch Polypheides, dem hoch erleuchteten, ruhte Phöbos prophetischer Geist. Nach dem Tode des Amphiaraos, zürnend dem Vater, zog er gen Hyperesia, wohnte und weissagete dort den Sterblichen allen ihr Schicksal. Dessen Sohn, genannt Theoklymenos, nahte sich jetzo, trat zu Telemachos hin, der dort vor Pallas Athene heiligen Wein ausgoss und betete neben dem Schiffe. Und er redet ihn an und sprach die geflügelten Worte: Lieber, weil ich allhier beim heiligen Opfer dich finde, siehe, so fleh ich dich an beim Opfer und bei der Gottheit, deinem eigenen Heil und der Freunde, welche dir folgen. Sage mir Fragendem treulich und unverhohlen die Wahrheit. Wer, wes Volkes bist du und wo ist deine Geburtsstadt? Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Dieses will ich dir, Fremdling, und nach der Wahrheit verkünden. Ich bin aus Ithaka her. Mein Vater heißet Odysseus, wenn er noch lebt. Allein er starb des traurigsten Todes. Darum nahm ich jetzo dies Schiff und diese Gefährten, Kundschaft mir zu erforschen vom lang abwesenden Vater. Und der göttliche Mann Theoklymenos gab ihm zur Antwort: Ich bin aus der Heimat entflohn, denn ich tötete jemand, einen Bürger der Stadt, und viele Brüder und Vettern hat er, gewaltig im Volke der Rosse nährenden Argos. Diesen bin ich entronnen, den Tod und das schwarze Verhängnis fliehend. Von nun an ist mein Schicksal, die Welt zu durchirren. Aber nimm mich ins Schiff, den Flüchtling, welcher dich anfleht, dass sie mich nicht umbringen, denn sicher verfolgen mich jene. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Freund, ich werde dich nicht von unserem Schiffe verstoßen. Folg uns, wir wollen dich dort bewirten, so gut wir es haben. Also sprach er und nahm Theoklymenos eherne Lanze, legte sie auf das Verdeck des gleichgeruderten Schiffes, stieg dann über den Bord des meerdurchwallenden Schiffes, setzte sich hinten am Steuer, und neben dem Jünglinge setzte Theoklymenos sich. Die andern lösten die Seile, aber Telemachos trieb und ermahnte die lieben Gefährten, schnell die Geräte zu ordnen. Sie folgeten seinem Befehle, stellten den fichtenen Mast in die mittlere Höhe des Bodens, richteten hoch ihn empor und banden ihn fest mit den Seilen, spannten die weißen Segel mit stark geflochtenen Riemen.
einen günstigen Wind sandte ihnen Pallas Athene. Stürmend saust er vom Äther daher in die Segel des Schiffes, und mit geflügelter Eile durchlief es die salzige Woge, segelte Krunö vorüber und Chalkis liebliche Mündung, und die Sonne sank und dunkel umhüllte die Pfade, und er steuerte gen Pherai, vom Winde Gottes erfreuet, und zu der göttlichen Elis, die von den Epeiern beherrscht wird. Aber von dannen lenkt er das Schiff zu den spitzigen Inseln, sorgend, ob er dem Tod entfliehen wird oder erliegen. Und in der Hütte genoss mit Odysseus der treffliche Sauhirt jetzo die Abendkost. Auch aßen die übrigen Hirten. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, da versuchte der Held Odysseus, ob ihn der Sauhirt noch in der Hütte dort beherbergen und freundlich bewirten oder ihn treiben wird, in die Stadt zu eilen. So sprach er: Höre mich jetzt, Eumaios, und hört, ihr übrigen Hirten. Morgen hätt ich wohl Lust, in die Stadt als Bettler zu gehen, dass ich deine Freunde und dich nicht länger beschwere. Sage mir denn Bescheid und gib mir einen Gefährten, welcher den Weg mich führe. Die Stadt muß ich selber durchirren, ob man ein Becherchen Weins und ein wenig Brosamen mir biete. Gerne möcht ich auch wohl zum Hause des edlen Odysseus gehen und Botschaft bringen der klugen Penelopeia. Und alsdann in die Schar der stolzen Freier mich mischen, ob sie mich einmal speisen von ihrem reichlichen Gastmahl. Alles, was sie befehlen, bin ich bereit zu verrichten. Denn ich verkündige dir, merk auf und höre die Worte, durch Hermeias Gnade, des Göttergesandten, der alles, was die Menschen beginnen, mit Ehre schmücket und Anmut, kann der Sterblichen keiner mit mir wetteifern im Dienste. Feuer geschickt zu legen und trockene Klötze zu spalten, Wein zu schenken und Fleisch zu verteilen oder zu braten, was vornehme Leute vom Dienste geringerer fordern. Zürnend erwidertest du, Eumaios, Hüter der Schweine: Wehe mir, Fremdling, wie kann in dein Herz ein solcher Gedanke kommen? Wahrlich, du eilst, dich dort ins Verderben zu stürzen. Ist es dein ernstlicher Wille, zu gehen in der freier Gesellschaft, deren Trotz und Gewalt den eisernen Himmel erreichet? Wahrlich, solche Leute sind ihre Diener mitnichten. Jünglinge sind's mit Mantel und Leibrock zierlich gekleidet, und stets duftet von Salben ihr Haar und blühendes Antlitz. Diese dienen dort, und die schön geglätteten Tische sind mit Brot und Fleisch und Weine stets belastet. Aber bleibe, du bist hier keinem Menschen beschwerlich, weder mir noch einem der Freunde, welche mir helfen.
kehrt einst wieder zurück, der geliebte Sohn von Odysseus. Gerne wird dich dieser mit Rock und Mantel bekleiden und dich senden, wohin es deinem Herzen gelüstet. Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Odysseus: Liebe dich, Vater Zeus, wie ich dich liebe, Eumäos, weil du nach schrecklicher Not mir, Irrendem, Ruhe gewährest. Nichts ist kummervoller als unstet, leben und flüchtig. Oft zur Verzweiflung bringt der unversöhnliche Hunger Leute, die Lebensgefahr und bitterer Mangel umhertreibt. Aber weil du begehrst, dass ich bleib und jenen erwarte, nun, so erzähle mir von der Mutter des edlen Odysseus und dem Vater, den er an der Schwelle des Alters daheim ließ. Leben sie etwa noch im Strahle der leuchtenden Sonne, oder sind sie schon tot und in der Schattenbehausung? Ihm antwortete drauf der Männer beherrschende Sauhirt: Dieses will ich dir, Fremdling, und nach der Wahrheit erzählen. Immer noch lebt Laertes, doch täglich flehet er Zeus an, dass in seinem Hause sein Geist den Gliedern entschwinde. Denn untröstlich beweint er des fernen Sohnes Gedächtnis und den Tod des edlen, geliebten Weibes der Jugend, der ihn so innig gekränkt und sein herbes Alter beschleunigt. Diese starb vor Gram um ihren berühmten Odysseus. Ach, den traurigsten Tod! So sterbe keiner der Freunde, welcher in diesem Lande mir Liebes und Gutes getan hat. Als noch jene lebte, wiewohl in steter Betrübnis, hatt ich noch etwas Lust zu fragen und mich zu erkunden, denn sie erzog mich selbst mit Kettimene, ihrer geschmückten, tugendreichen Tochter, der jüngsten ihres Geschlechtes. Diese erzog sie mit mir und ehrte mich wenig geringer. Und da wir beide das Ziel der lieblichen Jugend erreichten, gaben sie jene nach Same und nahmen große Geschenke, und mich kleidete sie, die Mutter, mit prächtigen Kleidern, einem Mantel und Rock, und gab mir Schuh an die Füße, sandte mich her aufs Land und tat mir Gutes auf Gutes. Dieses muß ich nun alles entbehren, aber die Götter segnen mit reichem Gedeihn die Arbeit, welche mir obliegt. Hievon ess ich und trinke und geb auch ehrlichen Leuten. Von der Königin selbst ist keine Freude zu hoffen, weder Wort noch Tat, seitdem die Plage das Haus traf, jener verwüstende Schwarm. Und Knechte wünschen doch herzlich, von der Frau des Hauses zu reden und alles zu hören und zu essen und trinken und dann auch etwas zu Felde mitzunehmen, wodurch das Herz der Bedienten erfreut wird. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Ei, so bist du als Kind, Eumäos,
Hüter der Schweine, fern von dem Vaterland und deinen Eltern verirret? Aber verkündige mir und sage die lautere Wahrheit. Ward die prächtige Stadt von Kriegesscharen verwüstet, welche dein Vater einst und die treffliche Mutter bewohnten? Oder fanden dich einsam bei Schafen oder bei Rindern Räuber und schleppten dich fort zu den Schiffen und boten im Hause dieses Mannes dich feil, der dich nach Würden bezahlte? Ihm antwortete drauf der Männer beherrschende Sauhirt: Fremdling, weil du mich fragst und so genau dich erkundest, nun, so sitze still, erfreue dich horchend und trinke Wein. Die Nächte sind lang, man kann ausruhen und kann auch angenehme Gespräch anhören. Es zwinget dich niemand, frühe schlafen zu gehen. Auch vieles Schlafen ist schädlich. Sehnt sich der übrigen einer in seinem Herzen zur Ruhe, dieser gehe zu Bett, und sobald der Morgen sich rötet, frühstück er und treibe des Königs Schweine zu Felde. Aber wir wollen hier in der Hütte noch essen und trinken, um einander das Herz durch Erinnerung trauriger Leiden aufzuheitern. Denn auch der Trübsal denket man gerne, wenn man so vieles erduldet, so viele Länder durchirrt ist. Jetzo will ich dir das verkündigen, was du mich fragest. Eine der Inseln im Meer heißt Syria, wenn du sie kennest, über Ortygia hin, wo die Sonnenwende zu sehen ist. Groß ist diese nicht sehr vom Umfang, aber doch fruchtbar, reich an Schafen und Rindern, an Wein und schönem Getreide. Nimmer besucht der Hunger und nimmer eine der andern schrecklichen Seuchen das Volk, die die armen Sterblichen hinrafft, sondern wann in der Stadt die Menschen das Alter erreichen, kommt die Freundin der Pfeil und der Gott des silbernen Bogens, welche sie unversehens mit sanften Geschossen erlegen. Allda sind 2 Städte, die zwiefach alles geteilet, und von diesen beiden war einst mein Vater Beherrscher, Ktesios, Ormenos Sohn, ein Bild der unsterblichen Götter. Einst besuchten uns dort Phöniker, berühmt in der Seefahrt, und Erzschinder, und führten im Schiff unzähliges Spielzeug. Aber im Hause des Vaters war eine phönikische Sklavin, schön gebildet und groß und klug in künstlicher Arbeit. Diese verführten mit List die ränkegeübten Phöniker. Einer von ihnen flog, da sie wusch, beim schwärzlichen Schiffe, heimlicher Liebe mit ihr, die das Herz der biegsamen Weiber ganz in die Irre führt, wenn eine die Tugend auch ehret. Dieser fragte darauf, wer sie wär und von wannen sie käme, und sie zeigte sogleich zu des Vaters hohem Palaste. Meine Geburtsstadt ist die erzdurchschimmerte Sidon, und ich rühme mich dort des reichen Arybas Tochter,
aber mich raubeten einst, da ich vom Felde zurückkam, taphische Räuber und brachten mich hier und boten im Hause dieses Mannes mich feil, der mich nach Würden bezahlte. Ihr antwortete drauf der Mann, der sie heimlich beschlafen: Möchtest du jetzo denn nicht mit uns nach Hause zurückgehen, deiner Eltern hohen Palast und Vater und Mutter wiederzusehen? Denn sie leben noch beid, und man nennt sie begütert. Und das phönikische Weib antwortete jenem und sagte: Ja, auch dieses geschehe, wofern ihr Schiffer mir eidlich angelobt, mich sicher und wohl nach Hause zu bringen. Also sprach sie, und alle beschworen, was sie verlangte. Als sie es jetzo gelobt und vollendet den heiligen Eidschwur, hub die Phönikerin an und sprach zu der Männerversammlung: Seid nun still und keiner von eures Schiffes Genossen rede mit Worten mich an, er begegne mir auf der Straße oder beim Wasserschöpfen, dass niemand zu unserem Hause gehend dem Alten es sag, und dieser vielleicht mir aus Argwohn schwere Band anlege und euch das Verderben bereite, sondern haltet die Sache geheim und beschleunigt den Einkauf. Aber sobald ihr das Schiff mit Lebensgütern beladen, dann geh einer geschwind in die Burg und bringe mir Botschaft. Nehmen will ich, was mir an goldenem Geschirr in die Hand fällt, und ich möcht euch gerne die Fahrt noch höher bezahlen, denn ich erziehe den Sohn des alten Herrn im Palaste, welcher schon witzig ist und aus dem Hause so mitläuft. Diesen brächt ich gerne zum Schiff. Ihr würdet nicht wenig für ihn lösen, wohin ihr ihn auch in die Fremde verkauftet. Also sprach das Weib und kehrte zum schönen Palaste. Und die Phöniker weilten ein ganzes Jahr auf der Insel, kauften und schleppten ins Schiff unzählige Güter zusammen. Als sie das hohle Schiff zur Heimfahrt hatten befrachtet, sandten sie einen Genossen, dem Weibe die Botschaft zu bringen. Dieser listige Mann, der in des Vaters Palast kam, bracht ein goldnes Geschmeide, besetzt mit köstlichem Bernstein, welches die Mägde des Hauses und meine treffliche Mutter mit den Händen befühlten und sehr aufmerksam besahen. Als sie über den Preis nun handelten, winkt er der Sklavin heimlich und eilte zurück zu dem hohlen Schiffe. Die Sklavin nahm mich drauf bei der Hand und führte mich aus dem Palaste. Und sie fand in dem vorderen Saal Weinbecher und Tische für die Gäste gestellt, die meinen Vater besuchten. Diese waren annitzt auf dem Markt in des Volkes Versammlung. Hurtig raubte sie 3 der Gefäße, verbarg sie im Busen, eilte dann weg, von mir einfältigem Kinde begleitet. Und die Sonne sank und dunkel umhüllte die Pfade. Jetzo hatten wir schnell den berühmten Hafen erreichet, wo der Phöniker Schiff das Meer zu durcheilen bereit lag. Diese bestiegen mit uns
das Verdeck des Schiffes und steuerten über die Woge des Meers, von Gottes Winden getrieben. Also durchsegelten wir 6 Tag und Nächte die Wasser. Als der 7. Tag von Zeus Kronion gesandt ward, tötete Artemis plötzlich das Weib mit ihrem Geschosse. Rauschend fiel sie hinab in das Wasser des Raums wie ein Seehuhn, und man warf sie den Fischen und Ungeheuern zur Beute über den Bord. Allein ich blieb mit traurigem Herzen. Wind und Woge trieben sie jetzt an Ithakas Ufer, wo Laertes mich mit seinem Vermögen erkaufte. Also hab ich dies Land zuerst mit Augen gesehen. Und der göttliche Held Odysseus gab ihm zur Antwort: Wahrlich, Eumaios, ich fühl es im Innersten meines Herzens, alles, was du mir jetzo von deinen Leiden erzählt hast. Aber dir hat doch Zeus bei dem Bösen auch Gutes verliehen, da du nach großem Leiden in dieses gütigen Mannes Wohnung kamst, der dir sorgfältig zu essen und trinken reicht, denn du lebst hier ganz gemächlich. Aber ich armer, irre, von Stadt zu Stadt vertrieben, Hilfe zu suchen. Also besprachen diese sich jetzo untereinander, legten sich dann zur Ruh, nicht lange, sondern ein wenig, denn bald rötete sich der Morgen. Aber am Ufer lösten Telemachos Freunde die Segel, senkten den Mastbaum eilend herab, vollendeten dann mit Rudern die Landung, warfen die Anker aus und banden mit Seilen das Schiff an. Und nun stiegen sie selbst ans krumme Gestade des Meeres, eilten, das Mahl zu bereiten und mischten des funkelnden Weines. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, sprach der verständige Jüngling Telemachos zu der Versammlung: Rudert ihr andern jetzt nach der Stadt mit dem schwärzlichen Schiffe. Ich will erst ein wenig zu meinen Hirten aufs Land gehen. Abends komm ich zur Stadt, sobald ich das meine besehen. Morgen dächt ich euch wohl ein gutes Mahl nach der Reise vorzusetzen von Fleisch und herzerfreuendem Weine. Und der göttliche Mann Theoklymenos gab ihm zur Antwort: Aber wohin geh ich denn, mein Sohn? Zu wessen Palaste unter den Männern, die hier in der felsichten Ithaka herrschen, geh ich gerade zu deinem und deiner Mutter Palaste? Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Sonst geböt ich dir wohl, gerade zu unserem Hause hinzugehen, auch sollt es an nichts gebrechen. Doch jetzo wird es dich selbst beschweren, denn ich bin fern und die Mutter siehet dich nicht. Sie erscheint nicht oft vor den Freiern im Saale. Abgesondert wirkt sie im obern Stock ihr Gewebe. Aber ich will indes dir einen anderen nennen. Geh zu Eurymachos hin,
des Polybos trefflichem Sohne, welcher jetzt wie ein Gott in der Ithaker Volke geehrt wird. Und er ist auch bei weitem der edelste, wünscht auch am meisten meine Mutter zum Weib und Odysseus Würde zu erben. Aber das weiß Kronion, der Gott des hohen Olympos, ob vor der Hochzeit noch der böse Tag sie ereile. Sprach's, und rechtsher flog ein heilweissagender Vogel, Phöbos, schneller Gesandte, der Habicht. Zwischen den Klauen hielt er und rupfte die Taub und goss die Federn zur Erde, zwischen Telemachos nieder und seinem schwärzlichen Schiffe. Eilend rief Theoklymenos ihn, von den Freunden besonders, faßte des Jünglings Hand und erhub die Stimme der Weisheit. Jüngling, nicht ohne Gott flog dir zur Rechten der Vogel, denn ich erkenn an ihm die heilweissagenden Zeichen. Außer eurem Geschlecht erhebt sich nimmer ein König in der Ithaker Volk. Auf euch ruht ewig die Herrschaft. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Fremdling, erfülleten doch die Götter, was du geweissagt. Dann erkenntest du bald an vielen und großen Geschenken deinen Freund, und jeder Begegnende priese dich selig. Also sprach er und rief dem treuen Gefährten Peiräos: Klytios Sohn, Peiräos, du bist von allen Gefährten, die mich nach Pylos gebracht, mir immer am meisten gewillfahrt. Führe mir denn auch nun zu deinem Hause den Fremdling, er und bewirt ihn dort, bis ich heimkehre, mit Sorgfalt. Und der lanzenberühmte Peiräos sagte dagegen: Wenn du auch noch so lange, Telemachos, draußen verweilest, gerne bewirt ich den Gast, auch soll es an nichts ihm gebrechen. Also sprach er und trat in das Schiff und befahl den Gefährten einzusteigen und schnell die Seile vom Ufer zu lösen. Und sie traten ins Schiff und setzten sich hin auf die Bänke. Aber Telemachos band um die Füße die prächtigen Sohlen, nahm dann die mächtige Lanze mit scharfer, eherner Spitze von des Schiffes Verdeck. Die andern lösten die Seile, stießen ab und fuhren zur Stadt mit dem schwärzlichen Schiffe, wie es Telemachos hieß, der geliebte Sohn von Odysseus. Dieser eilte von dannen mit hurtigen Füßen zum Hofe, wo die Herden der Schwein itzt ruheten, welche der Sauhirt schützte, der gute Mann, der seinen Herren so treu war, an der Arbeit möchte verhindern. Hierauf gingen sie alle zur Burg und besorgten das Gastmahl. Ihnen versöhnte der König mit einem geopferten Stiere Zeus, den donnerumwölkten Kroniden, der alles beherrschet. Und sie verbrannten die Lenden und feierten das herrliche Gastmahl fröhlichen Muts. Auch sang vor ihnen der göttliche Sänger, unter den Völkern geehrt, Demodokos. Aber Odysseus
wandte zur strahlenden Sonn oft ungeduldig sein Haupt auf, daß sie doch unterginge, denn herzlich verlangt ihn zur Heimat. Also sehnt sich ein Pflüger zur Mahlzeit, welcher vom Morgen bis zum Abend die Brache mit rötlichen Stieren geackert. Freudig sieht er, wie sich die leuchtende Sonne hinabsenkt, eilet zur Abendkost, und dem Gehenden wanken die Knie. Also freute sich jetzt Odysseus der sinkenden Sonne. Schnell begann er darauf zu den rudergeübten Phäaken, aber vor allen wandt er sich gegen den König und sagte: Weit gepriesener Held Alkinoos, mächtigster König, sendet mich jetzt nach geopfertem Trank in Frieden und lebt wohl, denn ich habe nun alles, was meine Seele gewünscht hat, eine sichere Fahrt und werte Geschenke. Die Götter lassen mir alles gedeihn, dass ich unsträflich die Gattin wiederfinde daheim und unbeschädigt die Freunde. Ihr, die ich jetzo verlasse, beglückt noch lange die Weiber eurer Jugend und Kinder. Euch segnen die Götter mit Tugend und mit Heil, und nie heimsuche die Insel ein Unglück. Also sprach er. Es lobten ihn alle Fürsten und rieten, heimzusenden den Gast, weil seine Bitte gerecht war. Aber die heilige Macht Alkinoos sprach zu dem Herold: Mische Wein in dem Kelche Pontonoos, reiche dann allen Männern im Saal umher, dass wir dem Vater Kronions die andre geheiligte, diese durchwandelt nie ein sterblicher Mensch, sie ist der unsterblichen Eingang. Jene lenkten hinein, denn sie kannten den Hafen schon vormals. Siehe, da eilte das Schiff bis an die Hälfte des Kieles, stürmend ans Land, so stark war der Schwung von der Ruderer Händen. Und sie stiegen vom Schiffe mit zierlichen Bänken ans Ufer, hoben zuerst Odysseus vom Hinterverdecke des Schiffes, samt dem leinenen Teppich und schönen purpurnen Polster, und dann legten sie ihn, wie er schlummerte, nieder im Sande, und sie enthoben das Gut, das die edlen Phäaken beim Abschied ihm geschenkt durch Fügung der mutigen Pallas Athene. Dieses legten sie alles zuhauf am Stamme des Ölbaums, außer dem Wege, dass kein vorübergehender Wanderer heimlich zu rauben käme, bevor Odysseus erwachte. Und nun fuhren sie heim, doch Poseidon vergaß nicht seiner Drohung, die er dem göttergleichen Odysseus ehmals hatte gedroht. Er forschte den Willen Kronions. Vater Zeus, auf immer ist bei den unsterblichen Göttern meine Ehre dahin, da Sterbliche meiner nicht achten.
jene Phäaken, die selbst von meinem Blute gezeugt sind. Sieh, ich vermutet, es sollte nach vielen Leiden Odysseus kommen ins Vaterland, denn gänzlich hätt ich die Heimkehr nimmer gewährt, da dein allmächtiger Wink sie verheißen. Und sie bringen im Schlaf ihn über die Wogen und setzen ihn in Ithaka aus und geben ihm teure Geschenke, Erzes und Goldes die Meng und schön gewebete Kleider, mehr als Odysseus je aus Ilion hätte geführet, wär er auch ohne Schaden mit seiner Beute gekommen. Ihm antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion: Welche Red stürzen umschwirrt von der treibenden Geißel, hoch sich erhebend und hurtig zum Ziele des Laufes gelangen. Also erhob sich das Steuer des Schiffs, und es rollte von hinten, dunkel und groß, die Woge des laut aufrauschenden Meeres. Schnell und sicheren Laufes enteilten sie, selber kein Habicht hätte sie eingeholt, der geschwindeste unter den Vögeln. Also durcheilte der schneidende Kiel die Fluten des Meeres, heimwärts tragend den Mann, an Weisheit ähnlich den Göttern. Ach, er hatte so viel unnennbare Leiden erduldet, da er die Schlachten der Männer und tobende Fluten durchkämpfte, und nun schlief er so ruhig und alle sein Leiden vergessend. Als nun östlich der Stern mit funkelndem Schimmer emporstieg, welcher das kommende Licht der Morgenröte verkündet, schwebten sie nahe der Insel im Meer durchwallenden Schiffe. Phorkys, dem Greise des Meers, ist eine der Buchten geheiligt, gegen der Ithaker Stadt, wo zwei vorragende, schroffe Felsenspitzen der Reede sich an der Mündung begegnen. Diese zwingen die Flut, die der Sturm laut brausend heranwälzt, draußen zurück. Inwendig am stillen Ufer des Hafens ruhen unangebunden die schön gebordeten Schiffe. Oben grünt am Gestad ein weit umschattender Ölbaum. Eine Grotte nicht fern von dem Ölbaum, lieblich und dunkel, ist den Nymphen geweiht, die man Najaden benennet. Steinerne Krüge stehn und zwei gehenkelte Urnen innerhalb, und Bienen bereiten drinnen ihr Honig. Aber die Nymphen weben auf langen, steinernen Stühlen Feiergewande mit Purpur gefärbt, ein Wunder zu schauen. Unversiegende Quellen durchströmen sie. Zwei sind der Pforten, eine gen Mitternacht, durch welche die Menschen hinabgehen, mittags flehen und unseren Gast zu seiner Heimat befördern. Sprach's, und Pontonoos mischte des herzerfreuenden Weines, ging umher und verteilte die vollen Becher. Sie gossen
flehend den Göttern des Tranks, die den weiten Himmel bewohnen, jeder von seinem Sitz. Da erhub sich der edle Odysseus, gab in Arethens Hand den schönen doppelten Becher, redete freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte: Lebe beständig wohl, o Königin, bis dich das Alter sanft beschleicht und der Tod, die allen Menschen bevorstehn. Jetzo scheid ich von dir. Sei glücklich in diesem Palaste, samt den Kindern, dem Volk und Alkinoos, deinem Gemahle. Eilend ging nun der Held Odysseus über die Schwelle, und die heilige Macht Alkinoos sandte den Herold, ihn zu dem rüstigen Schiff ans Meergestade zu führen. Auch die Königin ließ ihn von 3 Jungfrauen begleiten. Eine trug ihm den schön gewaschenen Mantel und Leibrock. Diese sandte sie mit, die zierliche Lade zu bringen. Jene folgte dem Zuge mit Speis und rötlichem Weine. Als sie jetzo das Schiff und des Meeres Ufer erreichten, nahmen eilig von ihnen die edlen Geleiter Odysseus alles, auch Speis und Trank, und legten es nieder im Schiffe, betteten jetzt für Odysseus ein Polster und leinenen Teppich auf dem Hinterverdeck des hohlen Schiffes, damit er ruhig schliefe. Dann stieg er hinein und legte sich schweigend auf sein Lager. Nun setzten sich alle hin auf die Bänke nach der Ordnung und lösten das Seil vom durchlöcherten Steine, beugten sich vor und zurück und schlugen das Meer mit dem Ruder. Und ein sanfter Schlaf bedeckte die Augen Odysseus, unerwecklich und süß und fast dem Tode zu gleichen, wie wenn auf ebener Bahn 4 gleichgespannete Hengste alle zugleich hinsch. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. 13. Gesang. Odysseus, von neuem beschenkt, geht am Abend zu Schiffe, wird schlafend nach Ithaka gebracht und in Phorkys Bucht ausgesetzt. Das heimkehrende Schiff versteinert Poseidon. Odysseus in Götternebel verkennt sein Vaterland. Athene entnebelt ihm Ithaka, verbirgt sein Gut in der Höhle der Nymphen, entwirft der Freier Ermordung und gibt ihm die Gestalt eines bettelnden Greises. Also sprach er, und alle verstummten umher und schwiegen, horchten noch wie entzückt im großen, schattigen Saale. Ihm antwortete drauf Alkinoos wieder und sagte: Da du zu meiner hohen, mit Erz gegründeten Wohnung kamst, so hoff ich, Odysseus, dich sollen doch jetzt von der Heimfahrt keine Stürme verwehn, wie sehr du auch immer geduldet. Aber gehorchet nun, ihr alle, meiner Ermahnung, die ihr beständig allhier in meinem Palaste
des roten ehrenweines genießt und des Sängers Begeisterung anhört. Kleider liegen bereits in der schön geglätteten lade für den Fremdling, auch Gold von künstlicher Arbeit und andere reiche Geschenke, so viel die phäakischen Fürsten ihm brachten. Lasst uns noch jeden ein groß dreifüßig Geschirr und ein Becken ihm verehren. Wir fordern uns dann vom versammelten Volke wieder Ersatz, denn einen belästigten solche Geschenke. Also sprach er, und allen gefiel die Rede des Königs. Hierauf gingen sie heim, der süßen Ruhe zu pflegen. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, eilten sie alle zum Schiffe mit männerehrendem Erze. Aber die heilige Macht Alkinoos legte das alles, selber das Schiff durchgehend, mit Sorgfalt unter die Bänke, dass es die Ruderer nicht